Oh, geht schon los. Geht schon los. Sind wir auf Sendung, ja? Wir sind auf Sendung. Moin, ihr Landratten. Herzlich willkommen Moin. Hier aus dem schönen Hamburg jetzt endlich wieder. Nach meiner kleinen Norwegen-Kreuzfahrt. Bevor es losgeht, 2 Sachen vorab. Ich habe es natürlich geschafft, nach meiner Kreuzfahrt mir gleich einen aufzusacken. Mich wunderbar erkältet. Ich habe so ein richtig schönes Kratzen im Hals. Wenn das zu viel wird, Ben ist auch dabei, der hat im Moment die Kamera. Den zweiten Teil wird wahrscheinlich Ben übernehmen. Ich habe schon irgendwie mit Tabletten für Sänger versucht, da vorzubeugen. Ne? Übrigens, Kirsten und Tanja sind auch da. Das Zweite, was ich habe, bevor wir hier wirklich einsteigen, wenn ihr heute in irgendeiner Form spenden möchtet, wir haben einen Link für die Kamera. Was macht der denn hier? Du hast wahrscheinlich das Tracking. Eigentlich, Warte. der findet unsere Frauen so klasse. Hä? Ich weiß es nicht, der ist einfach drauf geblieben. Ja. Warte mal. Nein, jetzt macht ist er im Selfie-Mode. Wir wollten unsere Damen zeigen. Ja, ich weiß. Manchmal hat der ganz komische Anwandlungen. So. Oh, die Technik. Die Technik. Also, wenn ihr heute in irgendeiner Form unterstützen möchtet, wir haben den Link für die Seemannsmission Altona oben in den Stream gepackt. Selbst wenn ihr jetzt an uns was spendet, wir das weitergeben würden, es geht halt leider immer ein Batzen weg an YouTube oder Twitch. Und das ist einfach in so einem Fall, ist das extrem schade. Neben mir steht der Fiete. Jo. Moin Fiete. Moin, grüß dich. Schön, dass du da bist. Wir hatten dich ja schon mal so 1-2 Mal im Stream. Aber ich denke, dass trotzdem der ein oder andere dabei ist, der dich so gar nicht kennt. Und vielleicht magst du mal 2-3 Sätze zur Vorstellung, zu deiner Vorstellung sagen. Ja, klar, kann ich gerne machen. Also, moin erstmal, liebe Zuschauende. Ich bin Fiete Sturm und ja, ich heiße wirklich so, das ist kein Künstlername. Und nein, ich komme nicht aus Hamburg, ich bin gebürtiger Bielefelder und ja, Bielefeld gibt es. So, dann haben wir, glaube ich, erstmal alle Klischees durch. Ich kann es bestätigen. Ja. Ich kann es bestätigen. Eine schöne Stadt. Genau, ich bin Seemannsdiakon. Ich bin jetzt seit tatsächlich nächsten Monat genau 10 Jahren hier in Hamburg in der Seemannsmission in Altona und leite gemeinsam mit meinem Kollegen Martin das Haus und wir sind dafür da, Seeleute in der doch schwierigen Welt hier zu versorgen. Ja, und wir haben heute den Tag des Seefahrers. Genau. Ja, ich weiß nicht, Feiertag in dem Sinne ist es nicht. Es ist ein Gedenktag, ein Ehrentag. Ein oder? Gedenktag, ein Erinnerungstag, ein Danktag. Genau. Ja. Und wir stehen ja hier an der Seemannsmission. Wir gehen da auch gleich noch rein und zeigen auch noch alles. Aber ich habe mir überlegt, wir starten einfach mal damit, dass man noch mal so ein bisschen, ja, einfach noch mal erzählt, was bedeutet eigentlich Seefahrt für jeden Einzelnen von uns und was bedeutet es überhaupt, Seefahrer zu sein heutzutage. Man sagt ja immer so, 90% oder 80% des ganzen Welthandels wird über Schiffe transportiert. Das Ganze machen, glaube ich, so 1,8 Millionen Seefahrer. Ja, so Pi mal Daumen, genau. So ganz genau, ich weiß auch nicht, von wann die Zahl ist, aber irgendwo so in dem Bereich bewegt sich das Ganze. Aber ich glaube, es wäre noch mal ganz schön, so als Anfang, dass wir es noch mal einordnen. Erstmal, was wird eigentlich transportiert alles? Ja, alles. Alles, Alles. ne? Das kann man ganz schnell beantworten, genau. Und alles ist, ich hab extra mal ein paar Beispiele rausgesucht, weil alles, man muss das halt teilweise an Beispielen, denke ich mal, sich so ein bisschen auch mal in den Kopf rufen. Also ich finde zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel Baumärkte. Ja. Im Baumarkt, also die Schrauben, fast alles an zugeschnittenem Holz wird importiert. Ne? Man denkt immer, ach komm, jetzt baue ich mir mal hier so mein schönes Carport, das baue ich mir da mal selber. Ja? Kommt im Endeffekt auch viel der Baustoffe aus Asien. Fliesen, Großteil der Fliesen kommen aus China. Keramik, also Waschbecken, Toiletten, alles was so aus Keramik, Porzellan ist, kommt großteils alles mit den Schiffen. Ich finde das immer so als kleine Idee, man müsste sich einfach mal vorstellen, man geht in den Supermarkt, man geht in den Baumarkt
Und dann überlegt man sich, man schaut sich um und man sieht, dass 80-90% aller Regale einfach leer sind. Ja. Und dann hat man eine grobe Ahnung davon, was das bedeutet, was eigentlich mit dem Schiff heute irgendwie transportiert wird. Von uns weg, zu uns. Und? Alles gut? Hund? Hund guckt sich einmal um. Hund noch da, ja. Der Hund wurde nicht importiert, aber das Halstuch, Stoffe, Textilien, das wird ja auch ganz oft irgendwie in Fernost produziert, Kleidung. Ne? Also was wir so am Körper tragen, das hätten wir wahrscheinlich auch nicht so, wenn wir nicht explizit. Ne? Hygieneprodukte, glaube ich, Ja, auch sehr genau. viel. Ne? Also alles so Deo, Duschgel, aber auch so... also ich glaube Klopapier selber nicht, aber viel so Zellstoff, ne? Die Rohstoffe. Ja, genau, werden ganz dann, genau. Dann mehr. Irgendwelche Wattepads und keine Ahnung was so. Ne? Ja. Und eigentlich muss man sich echt überlegen, dass wir ohne internationale Seefahrt unser Leben so gar nicht leben könnten, wie wir es gewohnt sind. Ne? Von der Elektronik wollen wir gar nicht reden, Medikamente. Medikamente, ein Riesending. Und ja, ich glaube, bestes Beispiel, in Anführungszeichen, war natürlich die Havarie von der Ever Given. Da habe ich eine kleine Anekdote zu, wenn ich die hier gleich mal einflechten darf. Ich frage mal kurz, sag mal, sollen wir vielleicht mal zu euch rübergehen? Wir stehen nämlich hier, gucken so wunderbar in die Sonne Genau, und blinzeln in die Kamera. und blinzeln. Wir dachten nur, es ist so schönes Wetter. Ja, da sieht man Aber meine schönen braunen Augen gar nicht. Das stimmt, da gehen wir mal rüber. wir können ja mal rüber, weil ihr habt da ja so einen wunderbaren, Vorbau, da setzen wir uns einfach hin. genau, so eine Terrasse. Komm. Du kannst ruhig weitererzählen. Theoretisch Genau. sollte das im Ja, Laufen machen wir funktionieren. gerne. Ja, also wie gesagt, irgendwie, es gibt so eine kleine Anekdote gerade zu Ever Given. Und zwar war das so, dass ich mir zu dem Zeitpunkt einen neuen Bürostuhl irgendwie anlachen wollte. Ich dachte, Ja. ein bisschen was Besseres, irgendwie ergonomisch, darf auch ein paar Euro kosten. Und dann haben wir das so gemacht, dass ich mir einfach einen bestellt habe. Und ich dachte, unterstützen wir irgendwie die lokale Wirtschaft. Und ich habe mir dann irgendwie bei einer bayerischen Firma einen Bürostuhl Made in Germany irgendwie bestellt. Und der kam nicht an. Und er kam nicht an und er kam nicht an. Und dann habe ich da irgendwann mal angerufen bei der Firma und habe gesagt, liebe Leute, eure Lieferfristen irgendwie, die sind jetzt schon sehr großzügig ausgelegt. Wo bleibt denn wohl mein Stuhl, Made in Germany? Und ja, die sagt mir dann am Telefon, ja, das könnte sein, dass der noch im Suezkanal festhängt. Der Stuhl oder Teile für den Stuhl? Genau, das war das Ding so. Ne? Ich habe gesagt, so, ja, also ich bin jetzt nicht der Beste in Geografie. Ne? Irgendwie von Freilassing irgendwie unten an der österreichischen Grenze bis nach Hamburg muss man ja eigentlich nicht durch den Suezkanal durch. Und dann haben sie gesagt, ja, das stimmt, aber natürlich werden die Metalleinzelteile aus Taiwan geliefert und erst in Deutschland da montiert, made in Germany. So, und Schrauben, ich habe auch gelesen, ganz viel Aluminiumprodukte, Fensterrahmen zum Beispiel, Türen, auch Glasprodukte, alles. Ja. Es ist wirklich alles. Ja, ich weiß nicht, ob ihr von den Zuschauern das ein oder andere gemerkt habt, aber ich glaube, bei der Ever Given, da war es dann nach ein paar Tagen so, dass, ich glaube, als erstes fing das so an, so ein bisschen in der Autoindustrie, ne? Dass da so Zum Beispiel, Bauteile genau. fehlen, bis das dann hier im Supermarkt angekommen ist. Das dauert dann schon ein bisschen länger. Und das war ja nicht nur die Waren, die auf der Ever Given waren, das waren ja auch die ganzen Schiffe, die dahinter saßen. Es hat sich ja ein Stau von teilweise echt irgendwie über 100 Schiffen entwickelt. Ich glaube 400 sogar. Ja, also in beiden gegen Ende war das, wenn man die Bilder so mal gesehen hat, irgendwie auch auf dem Vessel-Tracker oder so, da war über die kleinen Punkte, die da auf Rede lagen, die da festsaßen, die Schiffe und nicht weiterkamen. Ne, manche, die dann konnten, die haben halt den Umweg irgendwie rumgemacht um das Kap. Aber die meisten, die haben halt Verspätung gehabt. Und dieser Stau, der hat, glaube ich, 3 Jahre lang insgesamt, also fast irgendwie im Prinzip bis heute, ne, irgendwie Auswirkungen hat man sich so durchgerechnet. Ja, es war dann halt so, dass irgendwann fuhren die Schiffe natürlich wieder, aber die ganze Taktung an den Terminals ist natürlich durcheinander geraten. Erst war es total leer an den Terminals, dann kamen die alle auf einmal rein. Also ich habe gehört zum Beispiel von Schiffen, die nach New York gefahren sind und da wirklich 3 Monate auf Rede lagen, bis sie zum Terminal. 3 Monate und hatten einen wunderbaren Blick auf die Skyline. Aber Amerika ist das jetzt auch immer nicht so einfach mit mal eben gerade an Land gehen. Das heißt, sie konnten sich die Skyline angucken, aber nicht vergnügen in New York. Und ich glaube, das ist echt so ein bisschen das Problem heute von Seeleuten, ne? Dass natürlich dieser ganze Betrieb darauf ausgelegt ist, dass der Warenfaktor, der Transportfaktor Schiff funktioniert. Und in den Häfen kommen auch mal ganz viele Menschen an Bord von so einem Schiff. Ne? Das ist dann irgendwie der Zoll, die Einwanderung, hafenärztlicher Dienst. Und alle kümmern sich darum, dass der Wirtschaftsfaktor Schiff funktioniert. Aber keiner hat die Menschen im Blick, die da wirklich arbeiten.
Und so viele sind das ja gar nicht mehr. Ne? Also wir haben jetzt irgendwie hier den schönen Blick auf die Hafenkulisse. Wir gucken hier gerade irgendwie auf den Tollerort. Ben, du kannst auch gerne ab und zu das schöne Panorama zeigen. Genau. Wenn der Gimbal denn dann mal mitspielt und nicht. Ich wollte es nicht riskieren. Nicht, dass er Ach du, im Zweifelsfall mit roher Gewalt. Gut, alles klar. Ja, ist halt so. Ja, aber ne, also wir sehen hier wirklich irgendwie die Schiffe, wir sehen irgendwie, was unsere Wirtschaft am Laufen hält. Aber was wir eben nicht sehen, sind die Menschen an Bord. Ne? Die sind so klein, ne, wenn man sie überhaupt sieht. Und selbst an Bord der größten Containerschiffe arbeiten nur noch 25, 26 Menschen mittlerweile. Ne? Das ist halt auf einer schwimmenden Stadt eine verschwindend kleine Anzahl an Menschen. Wenn man ChatGPT fragt, dann kommt da raus, dass irgendwas zwischen 6.000 und 7.000 Containerschiffen auf den Weltmeeren unterwegs sind. Da sind natürlich dann alle Größen dabei. Ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt. Ich glaube, das würde ich deutlich nach oben korrigieren. Ich habe mal tatsächlich irgendwas über 80.000. 80.000? Ja, müssen wir noch mal genau also 6.000 bis eruieren. 7.000 kamen mir auch ein bisschen wenig vor. Ja. Ne? Also, aber ich glaube, oder worauf ich hinaus will, ist, man kriegt davon ja nichts mit. Ja. Also hier in Hamburg sehen wir das viel. Wir sehen hier die Schiffe rein und rauskommen. Das ist aber ein Sonderfall. Viele Häfen sind heutzutage ausgelagert. Die sind vor den Städten. Und ich sag mal, sobald man ein bisschen ins Landesinnere fährt, kriegt man davon ja gar nichts mehr mit. Aber man ist ja trotzdem betroffen. Also ich sag mal, jemand, der in Bielefeld wohnt. Ja, mit den Menschen da. Mit den Menschen. Der kriegt von der Seefahrt nichts mit, ist aber direkt ja abhängig. Ja, ja, oder auf jeden betroffen. Fall. Also wie eigentlich jeder Mensch weltweit. Definitiv. Und wo ich so ein bisschen darauf hinaus will, ist, also ich finde das immer schön, wenn man einfach auch mal den Zuschauern so eine gewisse Sensibilisierung gibt, dass man sagt, hey, das betrifft euch alle. Ne? Also dass man wirklich da nochmal sagt, hey, guck mal, deshalb ja auch diese Beispiele, was alles transportiert wird. Und jetzt natürlich mal die Frage, was bedeutet es heutzutage, Seefahrer zu sein? Ja, ich glaube, das ist eben einer echt der zentralen Punkte, die wichtig sind zu verstehen, wenn man hier eben auch über Seemannsmissionen und über unsere Arbeit redet. Heute Seemann, Seefrau, also wir reden ja gerne von Seefahrern, weil es einfach ein bisschen neutraler ist vom Begriff. Das bedeutet erstmal, ich bin bis zu einem Jahr weg von zu Hause. Ne, die Offiziere, Kapitän, erster, zweiter Offizier, Ingenieure, die haben in der Regel noch ein bisschen bessere Verträge, die haben kürzere Einsatzzeiten an Bord, 2 bis 3 Monate so. Aber die einfachen Seeleute, die philippinischen Seeleute ja ganz oft, die haben Verträge, die gehen standardmäßig 9 Monate und werden auch gerne noch oft bis zu 12 Monate hochverlängert. Das heißt, ich bin ein Jahr nicht da und ich habe in der Zeit auch keinen Urlaub. Ich glaube, 6 Monate ist das kürzeste. Ja, das ist schon wirklich, ist schon relativ sehr kurz, genau. Kurzarbeiter. Genau. Ja, aber du musst ja echt überlegen, so, ne? Du bist 12 Monate nicht zu Hause. Sorgst aber dafür, dass deine Familie ernährt wird. So, ne? Und irgendwie in der Zwischenzeit wird dein Sohn geboren, deine erwachsene Tochter heiratet. Geburtstage, Weihnachten, Hochzeitstag, Freunde. Und du hast einfach nicht am Leben der Familie teil. Und du kannst auch nicht direkt dabei sein, weil an Bord von den meisten Containerschiffen hast du auch immer noch kein vernünftiges Internet. So, ne? Das heißt, du kannst auch nicht eben gerade irgendwie einen Videocall machen und sagen, hey, wie geht's euch? Sondern du bist dann wirklich darauf angewiesen, dass du dann im Hafen, wenn es geht, die Möglichkeit hast, entweder irgendwo, und dass du ein Terminal hast, wo Wi-Fi irgendwie möglich ist, oder dass jemand kommt und dir eine Telefonkarte verkauft, der entsprechenden Nation oder Region. Weil wenn du mit einer philippinischen Telefonkarte hier in Hamburg ankommst, dann hast du erstmal keinen Kontakt. Ne? Oder es wird dann teuer. Oder es wird sehr teuer, richtig, ja. Genau. Die Schiffe sind ja, also ich glaube, die Fahrt, ich sag mal jetzt Europa, Asien, sag mal so über den Daumen 3 Monate. Ne? Ja. Davon, also jetzt momentan geht es ja nicht durch den Suezkanal, aber ich meine in Erinnerung gehabt zu haben, dass alleine die Passage durchs Mittelmeer, Suezkanal 20 bis 22 Tage waren. Jetzt mit dem Umweg liegen wir, glaube ich, bei 35, 40 Tagen oder so. Das kann also ich will genau. auch hinaus, hier, ich sag mal Hamburg, Rotterdam und so weiter, das ist natürlich, was Empfang angeht, funktioniert sehr gut, in Asien dann auch. Aber es gibt ja eine Zeit, eine Seetagzeit, wo wirklich ein wirklich langer Zeitraum von, ich sage jetzt mal 30 Tagen,
wo absolut nichts geht. Genau. Und wenn dann irgendwas passiert, irgendwie, es ist irgendwie schweres Wetter angesagt und die Familie sorgt sich, kann man nicht sagen, es geht mir gut. Ne, oder umgekehrt, wenn zu Hause was passiert ist, irgendwie Opa musste ins Krankenhaus, dann kann man auch nicht irgendwie schnell nachfragen, wie sieht es eigentlich gerade aus. So, ne? Das ist natürlich ein Problem. Ich mache mal ganz noch irgendwie 1, 2 Sachen, so lange Arbeitszeiten, also tägliche Arbeitszeiten, die Stunden. Ne, wir reden davon, dass der Standardarbeitstag von einem Seemann oder eine Besatzung an Bord generell maximal arbeitsrechtlich auf 12 Stunden begrenzt ist. Aber wir wissen auch, wo es eine offizielle Regelung gibt, gibt es auch eine inoffizielle. Ne, das heißt, Arbeitswochen von 70, 80, 90 Stunden die Woche sind gar keine Seltenheit. Ne, Überarbeitung, es gibt manche Schiffe, da muss man dann irgendwie auf der Brücke zum Beispiel Wache 6 on, 6 off. Ne, das heißt 6 Stunden Arbeit, 6 Stunden Ruhezeit. Also viele Seeleute klagen wirklich auch über eine hohe Arbeitsbelastung, rein von den Stunden her. Ne? Und das ist ja nicht irgendwie wie hier, wenn ich mich irgendwie im Büro irgendwie an meiner Kante Papier schneide, klebe ich ein Pflaster drauf. Die Arbeit an Bord ist auch gefährlich. Ne? Das ist ein Unfallrisiko sehr hoch an Bord von Schiffen, gerade von Containerschiffen. Wir reden davon, dass die Containerschifffahrt oder die Frachtschifffahrt noch der zweitgefährlichste Beruf weltweit ist, nach der Fischerei. Also das ist Verletzungsrisiko, wenn sich irgendwie im Sturm irgendwie so ein Container losreißt, wenn so eine Trosse, irgendwie Seile, die auf Deck gespannt sind, irgendwie die unter Spannung stehen, wenn die reißen und über Deck peitschen, ne, dann haben wir auch ganz oft irgendwie mit schwerwiegenden Verletzungen, Amputationsfolgen irgendwie zu kämpfen. Und an Bord gibt es keinen Arzt. Das muss man sich auch bewusst machen. Ist auch immer eine interessante Frage, was machen die denn eigentlich im Notfall? Ich glaube, es gibt so einen Telefon- oder Funkarzt. Da gibt's weißt du den Fachbegriff dafür? Es gibt so eine medizinische Beratung da. Ne? Funkärztlicher Dienst, glaube ich, ja, oder genau, sowas in die Richtung. Genau. Das gilt aber auch erstmal für Schiffe unter deutscher Flagge. So, ne? Das ist immer auch nach Flaggenstaat sortiert. Die meisten Schiffe laufen ja gar nicht mehr unter deutscher Flagge. Ich wollte gerade sagen, ich bin jetzt auch ein paar Mal auf dem Containerschiff mitgefahren. Die sind aber alle unter deutscher Flagge gefahren. Und das sah schon... Also es sah gut an Bord aus. Ja. Das machte nicht den Eindruck, als ob da jemand leidet, zu viel arbeitet. Also es hohe Sicherheitsstandards, wurde extrem auf Einhaltung von Arbeitszeiten geachtet, sehr viel Annehmlichkeiten an Bord, sehr gutes soziales Umfeld, also auch die Offiziere, Kapitäne immer sehr bedacht darum, dass die Crew auch zusammenkommt, auch zusammenhält. Genau, die gestalten das soziale Miteinander relativ gut an Bord, das stimmt. Aber das ist nicht der Standard, ne? Es ist leider nicht mehr weltweit der Standard. Nein, also viele Schiffe laufen unter ausländischer Flagge. Liberia, Panama sind mittlerweile große Flaggenstaaten, so die mediterranen Flaggen. Malta, Griechenland, da hat man durchaus mal Schiffe dabei, wo man ein bisschen genauer hingucken muss. Und da sehen eben auch die Standards anders aus. Ich sag mal, wo wir gerade beim Thema irgendwie Unfallversorgung, Medizin waren, auf so einem deutschen Schiff unter deutscher Flagge, da ist das alles genormt. Die Bordapotheke, da hat alles seine Nummer, alles seinen Platz. Es gibt ein super gutes Handbuch, das auch mittlerweile interaktiv funktioniert. Und dann, wenn irgendwie jetzt wirklich echt mal ein schwerwiegender Eingriff erfolgen muss, ein Luftröhrenschnitt oder so, können dann im Prinzip auch Laien durchführen mit dieser Anleitung und dem Material, was es an Bord gibt. Und dann war ich auf einem Schiff, das unter griechischer Flagge unterwegs war vor ein paar Monaten und habe mir da die Bordapotheke angeschaut. Und das war so ein alter Kasten, irgendwie, der schief in den Angeln hing. Und da waren 3 Dosen abgelaufene Paracetamol drin. Und ich glaube, ein paar Pflaster, die nicht mehr geklebt haben. Da kannst du ja mit dem Verbandskasten aus dem Auto richtig was anrichten. Ja, also das war wirklich so ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, wir lachen da jetzt drüber, aber das ist halt ist leider immer noch die Realität, ne? Genau, und wenn da an Bord was passiert, ne, es dauert eben auch vorher sehr, auch bis dann irgendwie wirklich professionelle Hilfe kommen kann. So ein Hubschrauber, der hat auch eine begrenzte Reichweite. Ne, das kann wirklich mal 2, 3 Tage dauern, bis man wirklich dann auch im Krankenhaus auf einem OP-Tisch landet. Ne. In der Regel ist es wohl so, dass der zweite Offizier an Bord für die medizinische Erstversorgung verantwortlich ist, weil bei dem die Ausbildungszeit noch am kürzesten zurückliegt. Ne, also der hat das Wissen noch am frischesten abrufbar und kann sich dann am besten um Seeleute kümmern, die irgendwie akute medizinische Hilfe brauchen. Ja, und der Grund für diese ganzen Ausflaggungsgeschichten, der liegt, glaube ich, auch auf der Hand. Am Ende des Tages geht es da um Geld. Um Geld. Na, die Reedereien können einfach sparen, wenn sie unter einer... ich habe letztens in einem Quiz bei uns gelernt, Flag of Convenience. Richtig. Wenn man unter einer Flag of Convenience fährt, kann man einfach unheimlich viel Geld sparen. Also es geht halt los mit natürlich Lohnkosten. Es geht
Es geht um Sicherheitsstandards. Ich hatte mir auch ein paar Notizen dazu gemacht. Was denn da... Also, du hast einmal Crewkosten, du hast dann natürlich Verwaltung und Bürokratie, Sicherheits- und Umweltauflagen, Ja. auch ein Riesenpunkt, Versicherungen wird gespart, Steuern und Abgaben. Also all das ist ein Grund dafür, dass die Reedereien dann unter einer anderen Flagge fahren. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir aus Deutschland das immer mit unserem deutschen Wunsch auf deutsche Standards beobachten. Und wir natürlich dann sagen, ja, wie kann denn das sein? Und es wird ausgebeutet und so weiter. Ich glaube, das Problem unterm Strich ist aber, es ist halt ein globales Business. Ne? Richtig. Und wenn der mit der deutschen Flagge zu teuer ist, dann kommt der Chinese um die Ecke und transportiert genau auf der gleichen Strecke für so und so viel Prozent weniger. Genau. Also ich denke, nirgendwo wird Globalisierung als Prinzip so anschaulich und so greifbar wie in der Seefahrt erstmal. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt und natürlich müssen wir da irgendwie uns auf gewisse Standards und auch Kompromisse einigen. Wobei auch nicht alles schlecht ist, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben seit 2006 ein internationales Arbeitsrechtprojekt, sage ich mal. Das ist die sogenannte MLC, die Maritime Labour Convention oder das deutsche Seearbeitsrecht, so wurde es übersetzt. Und da sind mittlerweile auch einige Standards festgehalten, die Verbesserungen gebracht haben für Seeleute, ganz konkret. Ne, da geht es um solche Sachen wie lebe ich an Bord überhaupt. Ne, man muss sich ja klar machen, die Menschen an Bord, die leben da und arbeiten gleichzeitig. Ne, das ist ihr Lebens- und Arbeitsort. Also sowas wie Kabinengrößen, Anrecht auf eine kulturell angemessene Verpflegung. Ne, das muss man sich auch klar machen. Ich habe mal ein Jahr in Frankreich gelebt und ich konnte nach 3 Wochen kein Baguette mehr sehen. Wenn philippinische Seeleute da irgendwie lang unterwegs sind. Also wenn du für Filipinos keinen Reis mehr an Bord hast, dann hast du eine Meuterei. Auf jeden Fall. So, und ich hatte auch mal einen Fall, da hatten wir ein italienisches Schiff, italienische Flagge. Und die Filipinos haben sich beschwert, dass das Essen unter aller Kanone ist. Und dann wurde ich vom Koch eingeladen und ich dachte, das ist die weltbeste Pasta, die ich je gegessen habe. Was habt ihr eigentlich so? Ja, dann sagte mir der philippinische Decksmann so, ja, aber kein Fisch, kein Reis, kein Hühnchen so, ne? Und Pasta mögen wir sowieso nicht. Ne? Das war mir das erste Mal wirklich auch klar. Ja, das ist auch so ein Punkt. Ne? Genau, also man kann wirklich festhalten, Arbeit an Bord ist schwieriges Pflaster. Übermüdung ist oft ein Problem, ne? Heimweh, Trennung von der Familie. Psychische Gesundheit ist bei vielen Seeleuten angegriffen. Ne? Also Depressionen spielt eine große Rolle. Wir haben auch eine vergleichsweise hohe Selbstmordrate in der Seefahrt, ne? Gerade in der Frachtschifffahrt, aber auf Kreuzfahrtschiffen ist das auch nicht so ganz einfach. Kann man das an Nationalitäten oder Rängen festmachen? Also betrifft das eher die unteren Ränge und dass man sagt eher so asiatisch, philippinischer oder auch europäische? Also an der Kulturkreis kann ich es nicht wirklich festmachen, muss ich sagen. Aber man sieht natürlich schon, dass es auch stark mit den Arbeitsbedingungen zu tun hat. Also sprich, wenn ich Offizier bin und ich habe nur 2 Monate Einsatzzeiten und dann entsprechende Erholungszeiten, kann ich natürlich meine psychische Gesundheit in der Zeit auch viel besser pflegen. Ich habe nicht die langen Trennungszeiten von der Familie. Wenn ich bis zu 1 Jahr an Bord bin, dann habe ich viel weniger Möglichkeiten, meine psychische Gesundheit zu pflegen. Ich kann irgendwie nicht ohne weiteres mal an Land und irgendwie Runde Fahrrad fahren oder irgendwie Billard spielen. Das geht an Bord sowieso ziemlich schlecht, weil immer Seegang ist. Deswegen sind ja irgendwie unsere Einrichtungen von der Seemannsmission weltweit irgendwie so wahnsinnig wichtig, dass die wenige Freizeit, die Seeleute an Land verbringen können. Muss mal einen Schluck Wasser. Ja klar, mach das. So, dass die da die Möglichkeit zum Ausgleich haben. Wir hatten den Fall, dass Seeleute ganz oft über Sehbeschwerden geklagt haben, also mit EH, nicht mit EE. Okay. Das heißt, die haben irgendwie verschwommene Sicht oder so gehabt. Und das haben dann Arbeitsmediziner mal untersucht, irgendwie, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Und die haben gesagt, so, wir können rein medizinisch gar nichts feststellen. So, ne? Bis dann irgendwie jemand mal sagte, ja, aber das sind Überarbeitungserscheinungen. So, ne? Zu wenig Schlaf, zu viel Arbeit. Und das hat sich wirklich systematisch irgendwie festmachen lassen. Genau, was haben wir noch so? Gesundheitsrisiken. Ne? So, die Schiffe sind jetzt auch nicht irgendwie immer die umweltfreundlichsten Fortbewegungsmittel. Auf das einzelne Produkt sind Schiffe tatsächlich sehr gut. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Ne? Es sind ja enorme Mengen, die wir bewegen können. Also 24.000 Container auf einem einzigen Schiff. Also ich habe auch das ganze Thema Umwelt, Ja. Da hatte ich jetzt auch heute zufällig noch mal zu recherchiert. Und es ist halt so, dass, also das Ganze hat 2 Seiten. Die eine Seite ist natürlich, dass
die CO2-Belastung pro Container nirgendwo so gering ist Ja. wie beim Transport übers Schiff. Ja. Die andere Seite ist aber, dass natürlich die Menge viel, viel größer ist. Also ich sag mal, das, was über die Schiffe transportiert wird, ist natürlich in einer absoluten Zahl deutlich mehr als alles, was über LKW, Züge oder sonst wie transportiert wird. Ne? Ja, und den, sag mal, ne, den AB, den Able Bodied Seaman, so heißt das heute irgendwie, OS, Ordinary Seaman oder Able Bodied Seaman, der dann da irgendwie auf Deck steht irgendwie und am besten noch bei schlechtem Wetter irgendwie die Abgase um die Nase wehen, den interessiert das nicht, wie der CO2-Abdruck pro Container aussieht. So, Das ne? ist so, ne? Der hat dann seine Atemwegserkrankung weg. Ja, Ja, das ist so. Das ist so, ne? genau. Ja, also Und also mir war das halt wichtig, dass man da einmal so ein bisschen drüber spricht, weil wenn man jetzt versucht, so dieses große ganze Bild zu malen, es gibt also einen verschwindend kleinen Teil an Menschen, wir sprechen über 1,8 Millionen, die 80-90% aller Güter des Welthandels transportieren, inklusive unserer Baumarktschrauben ja. und was halt alles noch so an plakativen Dingen dabei ist, Unterhosen, T-Shirts und so weiter, die aber dann dafür halt sehr, sehr lange an Bord sind. Ja, ich glaube, das ist das so der größte Knackpunkt, die Länge der Verträge? Weil ich sage mal, harte Arbeit, die schnell vorbei ist, ist ja eher so, dass man sagt, komm, ich klopp jetzt mal rein, ich power mal einen Monat durch und dann bin ich wieder zu Hause. Ich glaube, das ist tatsächlich einer der zentralen Punkte natürlich, ne? Die lange Arbeitszeit am Stück. Und du hast auch keine freien Zeiten dazwischen. Ne? Du hast nicht mal ein freies Wochenende oder hast mal Urlaub zwischendurch. Du bist 7 Tage die Woche, 30 Tage im Monat, 12 Monate am Stück im Dienst. Und selbst wenn du frei hast und irgendwie Sturm geht los, na, dann heißt es all hands on deck. Da muss jeder mitmachen. So, da hast du auch keine Wahl, irgendwie zu sagen, so, aber meine Arbeitszeit, ich muss jetzt im Bett liegen bleiben. So, ne? Ja, also das soll jetzt überhaupt gar nicht irgendwie despektierlich klingen, so, ne? Irgendwie, aber das ist halt nicht machbar auf dem Schiff. Ne? Und jetzt laufen ja diese Schiffe dann alle möglichen Häfen an, nur natürlich nicht den Heimathafen, Ja. ne? Sondern sie sind halt, die kommen von den Philippinen und landen dann hier in Hamburg zum Beispiel. Und das ist natürlich für die dann genauso fremd, als wenn sie in irgendeiner anderen Stadt landen würden. Und an der Stelle kommt dann ja irgendwann die Seemannsmission ins Spiel. Richtig. Ist das so richtig gesagt? Das ist gar nicht falsch formuliert, richtig. Also erstmal, ich möchte mal so den ganz kleinen Zwischenschritt noch machen, weil wir haben ja heute Day of the Seafarer, Tag der Seeleute. Und ich finde das einfach so wichtig, nochmal, dass allen Menschen da draußen klar ist, moin Fett, irgendwie moin liebe Zuschauer, dass euch auch da klar ist, irgendwie, wir sind alle abhängig von der Seefahrt und es gibt echt ganz viele unsichtbare Menschen, die da draußen, da hinten im Hafen unterwegs sind, die für uns alle unterwegs sind, aber die gar nicht... Unsichtbar ist, glaube ich. Ja, genau, unsichtbar. Es gibt ja diesen Begriff Sea Blindness. Genau. Und die haben so einen wahnsinnig großen Anteil an unserem Wohlergehen, profitieren aber selber nicht davon, wirklich. Ne? Natürlich, sie können ihre Familie zu Hause ernähren, aber so im Vergleich, du musst überlegen, du steigst mit $800 netto ein für 70 Arbeitsstunden die Woche. Ne? Eher noch für mehr. unsere Verhältnisse, also da würde sich kein Deutscher hinstellen. Ich hoffe nicht so. Ne? Das ist, und das finde ich wichtig an so einem Tag wie heute, am Day of the Seafarer, einfach nochmal klar zu machen, ne, dass es diese Menschen gibt, die für uns alle unterwegs sind. Ne? Und dass wir einfach nochmal ein bisschen Dankbarkeit zeigen, dass wir wirklich nochmal ein bisschen darauf achten, irgendwie, wo kommen unsere Produkte her. Es geht ja gar nicht darum, dass wir irgendwie alles irgendwie 180 Grad umkrempeln müssen. So, ne? Aber ich sag mal so Kleinigkeiten, irgendwie, dass man vielleicht mal guckt, irgendwie auch ne, Lieferkettengesetz, irgendwie, dass eben auch der Transportweg über See berücksichtigt werden muss, ne? Dass wir vielleicht doch mal irgendwie beim Handy, was irgendwie mittlerweile ja über 1.000 Euro kostet, vielleicht doch nochmal 2-3 Euro mehr irgendwie drauflegen könnten, dass eben auch dieser Teil der Transportkette irgendwie mit abgedeckt ist. Ne? Und auch in der politischen Diskussion müssen wir uns klar machen, irgendwie, das sind Arbeitskräfte, die zum Teil echt ausgebeutet werden. Ne? Und wenn wir irgendwas dazu beitun können, dass es denen ein bisschen besser geht, ne? Und sei das irgendwie natürlich, da freuen wir uns dann mit einer kleinen netten Spende für die Seemannsmission, dass wir unsere Arbeit machen können. Oder zu sagen, ne, wir gucken wirklich, wo wir unsere Produkte kaufen. Ne? Oder auch ne, bei einer Kreuzfahrt irgendwie, dass man vielleicht einfach mal freundlich nachfragt, irgendwie ist eigentlich eure Crew vernünftig irgendwie entlohnt irgendwie und haben die irgendwie vernünftige Pausenzeiten oder solche Sachen. Dass auch die Arbeitgeber, die Reedereien sehen, so, es ist den Menschen da draußen nicht egal, wie die Menschen hier an Bord arbeiten. Ich denke, das ist dann wichtig.
Thema Spenden, nochmal der Hinweis, wenn ihr heute in irgendeiner Form und sei es nur 1 Euro da lassen möchtet, bitte macht das heute nicht über YouTube oder Twitch. Freuen wir uns zwar drüber, aber da geht einfach zu viel dann weg. Sowohl YouTube als auch Twitch nehmen sich da einfach immer einen großen Anteil. Wir haben den Link zur Seemannsmission einmal angeheftet. Wir posten ihn aber auch immer wieder in den Chat rein. Und da könnt ihr entweder über Überweisung oder PayPal und dann kommen auch wirklich die 100% an. Ich glaube, PayPal nimmt auch nicht mal Gebühren bei... Nee, genau. Wir sind eine gemeinnützige Organisation. Genau. Also die machen das für uns kostenfrei, dankenswerterweise. Ja. Und ich kann auch sagen, die haben keine große Verwaltung oder irgendwelche Strukturen, wo dann irgendwie Spenden verschwinden oder so. Das kommt wirklich bei den Seeleuten an. Das wird für Projekte hier im Haus verwendet. Das wird für Projekte im Hafen hier in Hamburg verwendet. Ne, also da kann ich wirklich garantieren für, dass wir das Geld auch sehr, ja, sehr seriös irgendwie an die Seeleute bringen. Ich würde jetzt gerne gleich auf eure Arbeit eingehen. Auf jeden Fall. Ich habe das vorhin schon mal gesagt, nicht jeder war am Anfang dabei. Ben hält ja gerade die Kamera. Unsere beiden Damen, Tanja und Kirsten, sind so ein bisschen hier in der Hundebetreuung. Hundebetreuung und Chatbetreuung. Dankeschön. Aber der Hund heißt Bami, wie Bami Goreng, nur ohne Goreng. Bami. Und ich habe es vorhin auch schon gesagt, ich habe natürlich den Klassiker, nachher Kreuzfahrt nach Hause und dann erstmal krank geworden. Also ich habe ein richtig schönes Kratzen im Hals, was ich die ganze Zeit krampfhaft versuche zu unterdrücken. Ein paar Mal musste ich husten, aber deshalb habe ich natürlich den großartigen Ben an meiner Seite, der jetzt gleich ein bisschen einspringt und dann mit Fiete gemeinsam mal ein bisschen über die Arbeit der Seemannsmission spricht. Und ich glaube, wir machen dabei so einen kleinen Rundgang mal durchs Haus. Ne? Genau. Das interessiert, glaube ich, auch einige Leute. Ja, man muss irgendwie so als kleinen Disclaimer, sag ich mal, heute vorweg schicken. Gestern waren wir gut besucht. Wir hatten relativ viele Seeleute im Haus. Die haben heute Morgen alle ausgecheckt und sind unterwegs, entweder auf Schiff oder auf den Flieger in die Heimat. Und dementsprechend haben wir tatsächlich jetzt irgendwie so vom Leben in der Bude heute gar nicht so viel da. Wir haben, glaube ich, 4 Seeleute jetzt und die haben sich schon hingelegt, weil die morgen irgendwie früh raus müssen. Ne, also dementsprechend haben wir freie Bahn. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwann noch mal so einen Stream zu machen. Ja, auf jeden Fall. Wo man mal so ein paar Seeleute dann, wo man denen auch sagt, hey komm, wir haben mal Lust, habt ihr nicht mal Lust, ein bisschen eine Geschichte zu erzählen, was ihr an Bord erlebt habt oder so? Genau, also ein wunderbarer Tag ist zum Beispiel immer, wenn hier so ein Kreuzfahrtanlauf in Altona ist. Ne, dann kommt natürlich gerne die Crew von den Kreuzfahrtschiffen hier rüber und gönnt sich ein bisschen Auszeit während der Pause. Ja. Da haben wir dann immer viel Trubel im Haus. Die kaufen alle ein, setzen sich hin und chatten und nehmen sich die Gitarre und spielen ein bisschen. Also das sind dann wirklich die Tage, wo echt irgendwie Stimmung ist. Ich glaube, das müssen wir auch noch mal machen. Das wäre, glaube ich, auch lustig. Ja, auf jeden Fall. Dann will ich jetzt mal mein Mikro an Ben übergeben. Jo. Und dann gehen wir rein. So muck wie das. Und ich befreie mal den Hund von der Leine. Dann kann die drin ein bisschen rumlaufen. Soll ich dich mal hey, Mami, komm her. Ja, einfach mal verbinden. Mein Lieber. Das nervt total. Okay. So, Und dann geht das ist der Fachmann wieder an der Kamera. Band the Band. Ja, genau. Ja, so, jetzt kann man mich hören, ne? Moin zusammen. Man kann dich hören, ganz genau. Sehr schön. Ja. So, der Hund braucht jetzt erstmal ein bisschen Aufmerksamkeit, ne? Ja, genau. Die Der muss wurde jetzt irgendwie straff- gerade erstmal. Sträflichst vernachlässigt. Ajutke. Es gibt auch Hundeinstrumente übrigens. Das hier ist zum Beispiel das Hundeschifferklavier. Die Hundetrommel. Und die Hundetrompete. Dot, 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 dot. Mami, komm her. Los. Genau, kommt rein. Ja, aber hört der Kleine, ne? Ja, Die auf jeden Kleine Fall. ist, glaube ich, eine Sie. Das ist ein Mädel, ja, genau. Ja. Ja, die hat Tage, da hört sie gut. Und wie bei uns auch so, ne, der Tage, da möchte man nicht so gerne hören. Kommt oder kommt nicht und das sofort. Genau. So, jetzt sind wir ja hier so ein bisschen bei euch im Eingangsbereich an der Rezeption. Genau. Also das ist so das Erste, was man sieht, wenn man hier reinkommt. Ja, morgens, mittags, abends, nachts, glaube ich auch. in Genau, wir Teilen sind besetzt. 24/7 offen letztendlich. Ne? Also ab 22:30 ist zwar das offizielle Tagesgeschäft auch immer zu Ende, aber wir haben auch eine Nachtbereitschaft hier im Haus. Es kann ja wirklich mal sein, dass wegen
Genau, Sturm und Gewitter, Elbe und Flut irgendwie, dann die Schiffe dann irgendwie zu spät kommen, zu früh kommen und dann muss auch um 3 Uhr nachts mal ein Check-in gemacht werden von Seeleuten. Das heißt, es ist immer jemand da und ansprechbar. Ja. Ja. Das heißt, ich komme hier vorne hin und sage, Mensch, ich brauche noch mal ein Zimmer. Genau. Und dann guck mal, was frei ist. Na, in der Regel haben die Reedereien tatsächlich schon für ihre Seeleute vorgebucht. Das gehört eben auch zu diesem Seearbeitsrecht, dass die Reedereien und die Schifffahrtsagenturen dafür verantwortlich sind, dass Kost und Logis, also Unterkunft, Verpflegung für Seeleute von denen übernommen wird. Das müssen die Seeleute nicht selber buchen und auch nicht mehr selber bezahlen. Und dementsprechend ist das hier ganz angenehm in dem Rahmen, dass die hier einfach nur noch reinkommen, irgendwie sagen, hier, ich bin da, kriegen ihren Zimmerschlüssel und können sich dann hinlegen. Ja. Apropos Zimmerschlüssel. Jo. Wie kommt man an ein Zimmer mit Elbblick? Seemannsmission-altona.org, unsere Website. Da kann man sich ganz einfach dann über das irgendwie Webformular irgendwie Zimmerwünsche dann irgendwie angeben, Buchungswünsche. Wir haben dann irgendwie ein nettes Team, das jetzt irgendwie gerade irgendwie kurz Pause macht anscheinend. Aber die kümmern sich um die Buchung und das Ganze geht tatsächlich auch für Nicht-Seeleute, also für Seeleute mit EH. Ne, Touristen, irgendwie Menschen, die einfach mal irgendwie Wochenende in Hamburg sein wollen, die können hier auch unterkommen, die können auch buchen. Ne, so einen gewissen Anteil der Zimmer, die sind eben auch so noch verfügbar normalerweise. Ja. Aber ein Seefahrer hätte tendenziell Vorrang wahrscheinlich. Auf jeden Fall, genau. Ja. Na, also ich habe jetzt gerade Statistik fürs letzte Jahr gehabt, in 2024 haben wir, glaube ich, 64% der Vermietungen für Seeleute gehabt. Ne? Und der Rest, der war entsprechend dann Touristen, Kirchengruppen, Schulgruppen, solche Sachen irgendwie, die können hier also gerne unterkommen. Ja. Und du hattest vorhin einmal die Anekdote schon erzählt, dass die Seeleute eigentlich lieber da hinten raus wohnen und so ein bisschen die Ruhe genießen, weil Hafen und Seeblick haben sie jeden Tag und Grün und vielleicht mal so ein bisschen andere Eindrücke fehlen dann halt und das holen sie sich dann quasi in den Zimmern weiter hinten und der Tourist hat Chance auf die Elbe gucken zu können. Ja, genau. Ja. Hafenblick, Hafenpanorama, Hafenkino. Es gab mal eine Zeit lang, da hatten wir noch nicht die Möglichkeit, auf allen Zimmern Fernseher unterzubringen. Und dann haben wir das so gemacht, dass die Fernseher erstmal alle nach hinten in die Zimmer reinkamen, wo die Seeleute auch meistens untergebracht sind. Weil die Touristen, die hatten ja irgendwie ihr Hafenkino, die konnten sich da ans Fenster setzen. Also ich würde hier wahrscheinlich keine Stunde schlafen oder so. Genau. Ne? Nee, aber das ist tatsächlich so, Seeleute sagen, ne, irgendwie Stahl, Wasser, irgendwie Kaianlagen, Container, das sehe ich jeden Tag, das ist mein Beruf, da brauche ich mal eine Pause von. Ja. So, und wir haben, können wir uns gleich mal angucken, irgendwie einen richtig schönen Garten im Hinterhof. Das wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage, was haben wir denn eigentlich hier? Genau, also, dann würde ich sagen, machen wir mal so die kleine Runde durchs Haus. Gerne. Dann können wir ein bisschen erzählen. One question from Anthony from Portugal. He's coming from America and he asked if it's possible to book from overseas. Yes, absolutely. We have quite international guests over here. Our staff is able to speak English, so we even have a colleague who is able to speak Tagalog, so Filipino language. But yes, please, just write us an email in English, and when you want to come, how many people, and we'll answer you back, no problem. Thank you very much. Jo, genau, dann können wir einmal erstmal rüber in den Speisesaal, würde ich sagen, ne, weil Futter ist immer das Wichtigste. Ja, dann mal los. Also hier ist dann quasi so die Allgemeinverpflegung, ne? Genau. Ich bin total happy, dass man auch so ein bisschen zeigen kann, wo zum Beispiel Spenden auch hinfließen. Unser Speisesaal vor 3 Jahren, wenn man hier reingekommen wäre, der hatte, ich sag mal, den zarten Charme der späten 80er Jahre. Also abgetretene Linoleumboden, irgendwelche alten Holzmöbel und so. Und wir haben gesagt, irgendwie Seeleute, die leben mittlerweile auch in einer Welt, wo sie ihre eigene Kabine haben, in der Regel, also gerade in der Frachtschifffahrt. Wo natürlich auch die Standards nach und nach zum Glück besser werden. Und da können wir nicht irgendwie noch mit Hängematten so irgendwie, ne? Also oder Doppelstockbetten. Wir warten noch so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ja, das muss man ganz ehrlich sagen. So. Und wir haben einfach das Problem, wir müssen Renovierungsprojekte halt irgendwie peu à peu machen. Ne? Immer wenn wieder ein bisschen Geld übrig ist, wenn eine größere Spende mal reingekommen ist, wenn eine Stiftung uns mal wieder Fördermittel zugesagt hat, dann können wir was machen. Und hier haben wir zum Beispiel mit Hilfe der ITF, der Gewerkschaft für Seeleute, die haben einen sozialen Fonds. Die haben einen großen Teil dazu beigetragen, Spenden und eine Architektin, die das Ganze aber auch kostenfrei gemacht hat. Die hat uns keine Planungskosten in Rechnung gestellt. Das heißt, wir mussten wirklich nur die Handwerkerkosten zahlen und haben dann echt diesen Speisesaal komplett neu gestaltet. Ne? Also ein bisschen probiert auch so dieses irgendwie Klischee-Hafen-Flair rauszukriegen. Ne? Das war mein erster
Amtsakt, sag ich mal, als ich vor 10 Jahren hier angefangen habe. Ich habe eine Bilderausstellung hier gestartet mit Schiffen. Aha. Und ich fand das total toll und passend. Und irgendwann sagte mein Kollege mal so, Fiete, die Seeleute, die sehen das jeden Tag. Ja. So, ich weiß nicht, ob das Beste für die ist, wenn die hier reinkommen und erstmal Schiffe sehen. So, okay, ja, ein guter Punkt. So, ne? Das heißt, Also gibt es jetzt Fische? Jetzt gibt es Fische, genau, die sieht man ja nicht. Die sind ja unter Wasser. Nee, das ist tatsächlich ein ganz spannendes Kunstprojekt. Aber wir haben gesagt, wir brauchen erstmal irgendwas so ein bisschen, wo man sich wohlfühlt. Ne? Irgendwie ein bisschen irgendwie schicke Möbel, irgendwie haben uns dann wirklich Designerstühle und Lampen mal leisten können. Irgendwie, ne? Das war jetzt auch nicht so, dass die ewig viel gekostet haben. Aber zu sagen, ihr seid was wert. Ne? Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Wenn Menschen hier reinkommen, Seeleute hier reinkommen, die fühlen sich nicht mehr als Menschen. Die fühlen sich als Rädchen im Getriebe, so in einer durchindustrialisierten Welt. Und die wissen ganz genau, wenn die nicht mehr funktionieren, dann werden sie ausgewechselt. So. Und hier passiert halt eine Wertschätzung. Genau. Also und hoffentlich an Bord auch, ne, in einer gewissen Form. Wenn man eine natürlich. gute Schiffsführung hat, ne, dann passiert das durchaus, genau. Ja. Aber wir sagen, das Wichtigste, was wir hier an Seelsorge machen, so, ne, die Leute Seelsorge hören, die denken sich immer so die tiefgehenden Gespräche, so, wo liegt denn das große Trauma? Nee, das ist einfach nur, Mensch, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Genau. Ne? Und ganz, ganz wichtig, wie heißt du? Ja. An Bord werde ich immer angesprochen mit AB, OS, Captain, Euler, Cook. Ne? Also ich bin immer nur meine Funktion, ich werde immer nur auf meine Funktion aber nicht reduziert. auf deine Persönlichkeit. Genau. Ja. Und wenn hier Menschen reinkommen und wir sagen, wie heißt du eigentlich? Und ich habe schon Seeleute erlebt, die haben kurz überlegen müssen. Die wussten gar nicht irgendwie, wie sie sich vernünftig mit ihrem Namen mehr vorstellen, weil sie das ein Jahr lang nicht mehr gemacht haben. So. Und dann, ich bin Jun von den Philippinen. So. Sag ich, moin Jun, schön, dass du da bist. Na, wie geht's dir? Irgendwie, wo kommst du her? Von den Philippinen weiß ich doch, aber wo genau so? Ne? Welche Ecke? Irgendwie hast du Bilder von zu Hause, hast du Bilder von deinen Kindern? Und dann kommen wir gleich mal, ja guck mal hier, das ist mein Sohn, ne? Der ist irgendwie 3 Jahre alt jetzt, hat gerade Geburtstag gehabt. Und dann blühen die auf und die fühlen sich endlich mal wieder als Mensch wahrgenommen. Und ich glaube, das ist echt das Wichtigste, was wir machen. Und deswegen, ne, wir wollen hier keine Designerstühle und Lampen haben, weil wir irgendwie sagen, irgendwie wir wissen nicht, wohin mit der Kohle. Das ist Quatsch. Wir brauchen immer Geld, irgendwie immer zu wenig und das meine ich wirklich. Aber wir wollen eben auch eine Atmosphäre schaffen, einen Raum schaffen, wo sich Menschen wertgeschätzt fühlen und wo sie sich aufgenommen fühlen und eben nicht irgendwie abgestellt irgendwie auf den nächsten alten Klapperstuhl. So, ne? Ja, so bleib mal erstmal hier. Wir sehen zu, dass du wieder arbeiten gehst und dazwischen ist uns eigentlich egal. Das soll eben nicht aufkommen, sondern ja, eine Wertschätzung der Person. Ganz genau, ganz genau. Und im besten Fall ein bisschen Erholung und dass derjenige, welcher sagt, Mensch, das war eine tolle Adresse, gehe ich gerne wieder hin. Auf jeden fühlt Fall. sich aufgehoben. Ne? Ja. Aber du hast ja gesagt, Schiffe stellst du nicht mehr aus, aber das hast du trotzdem. Ja, das haben wir dann wirklich noch beibehalten. Das ist irgendwie die Wappen von Hamburg. Das hat uns ein netter Mann, der das als Modell irgendwann mit viel Liebe und Mühe zusammengetackelt hat, gestiftet. Und da haben wir gesagt, also ein bisschen müssen wir natürlich jetzt doch noch da behalten. So, ne? Die alten Sachen wollen wir auch nicht rausschmeißen. Ja. Aber es hat, finde ich, hier einen ganz würdigen Platz gefunden. So, ne? Ja, also sieht gut aus. Genau. Ja. Genau, ich würde vorschlagen, also genau, das ist der Speisesaal ansonsten. Hier finden die gerade Frühstück und teilweise eben auch Mittagessen statt. Abendessen machen wir unten im Seemanns Club. Da ist ein bisschen geselliger. Gucken wir uns gleich noch an. Und jetzt können wir einfach mal rüber, wo wir gerade hier sind, in die Kirche. Kommst du mit? Ja, kleine Predigt, ja? Hundepredigt. Ja, sie nimmt die Beichte ab, ne? Auf jeden Fall. Also und wenn es zu böse war, dann beißt sie vielleicht einmal kurz. Nein, das macht sie nicht. Die hat noch nie gebissen. So. Ihr habt hier sogar richtig die Bleifenster drin, ne? Ja, das sind die alten Kirchenfenster, die waren vorher auf der anderen Seite des Raums, aber das war dann so wahnsinnig dunkel. Und wir haben vor ein paar Jahren, wurde hier mal ein bisschen ja, so sag mal, an den Kirchengegenständen renoviert und da haben wir dann die Fenster auch umgesetzt. Das ist unsere Kirche St. Clemens am Hafen. Ist wirklich eine Kirche, auch wenn es relativ klein ist. Und mit regulärem Betrieb tatsächlich? Nein, kein regulärer Betrieb. Wir haben immer nur anlassbezogen hier Gottesdienste, aber machen auch mal so Kulturveranstaltungen. Ne? Also es gibt durchaus mal eine Lesung von irgendwie jungen Autoren oder haben eine Kinoveranstaltung. Ich muss gleich mal nachgucken, das Datum habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber wir haben jetzt demnächst auch, das machen wir auch auf, könnt ihr mal Facebook und Instagram gucken, haben wir hier eine Stummfilmvertonung.
Ja, das macht dann irgendwie 2 von unseren Kollegen irgendwie. Also die sprechen dann quasi live lippensynchron mit. Nee, also nicht mit Musik, Geräuschen. wie man das früher kennt. So, ne? Das, Okay. Genau, also hier Orgel und dann... Ja, beziehungsweise Band irgendwie, ne? Und dann kleines Orchester quasi und dann wird ja der Stummfilm gezeigt irgendwie mit der musikalischen Untermalung irgendwie. Ne? Und da kann man auch gerne mit dazukommen. Das ist ja auch cool. Ja. Also ich habe jetzt, genau, das tut mir leid, ich habe jetzt gerade das Datum nicht genau im Kopf, aber das, wie gesagt, findet man auf unseren Kanälen dann auch spätestens irgendwie jetzt diese Woche noch, dann kündigen wir das da an. Ja, klasse. Genau, und ansonsten ist das Ganze hier so Gedenkort auch für Seeleute, die auf See geblieben sind. Ne, ich sehe gerade, dass jetzt die Pamir oben als Modell im Bild ist. Das ist tatsächlich so einer der ursprünglichen Gründe auch, warum diese Kirche hier ins Haus nachträglich eben mit eingefasst worden ist. Weil es immer wieder natürlich auch Todesfälle gab in der Seefahrt. Und die Pamir ist 1957 untergegangen, mit Gerste in Getreidesäcken geladen. Und die waren gekippt, glaube ich, ne? Genau, das Problem war nämlich, dass die sind in Buenos Aires losgefahren und die Stauer, also die Menschen in Buenos Aires, die die Ladung verstaut haben im Schiff, das waren irgendwie Experten, die waren auf ihrem Fach irgendwie echt sehr, sehr gut bewandert. Und waren aber zu dem Zeitpunkt in Streik getreten. Und dann hat wohl das Militär und Soldaten geholfen, die Ladung zu verstauen. Und die mögen ganz viele Fähigkeiten gehabt haben, aber Ladungsverstauung gehörte nicht so wirklich dazu, gerade auf Schiffen nicht. Ne? Und dann haben sie die eben so gelagert, dass die im Sturm dann verrutscht ist, die Ladung. Das Schiff hat Schlagseite gekriegt und die Gerste selber hat sich mit Wasser vollgesogen. Also das heißt, wirklich eine absolute Gewichtsverlagerung hat im Schiff stattgefunden. Ja. Und weil die Pamir selber keine Querschotten wirklich hatte, die eben das verhindert haben, dass die Ladung so verrutscht, hat das Schiff Schlagseite gekriegt und ist mit 86 Mann Besatzung gekentert, untergegangen. Und von den 86 haben nur 6 überlebt. Das heißt 80 junge Menschen, das war ein Segelschulschiff. Das war auch keine erfahrene Besatzung, sondern zum großen Teil wirklich Seekadetten. Die sind ums Leben gekommen. Und das war für uns hier im Haus, ich war natürlich noch nicht da damals, aber für die Menschen, die damals hier im Haus gearbeitet haben, auch ein großer Schock, weil ein Großteil dieser Seekadetten hier gelebt haben. Das war also nicht wie heute, dass irgendwie Seeleute hier nur 1-2 Nächte irgendwie übernachten in der Regel noch, zwischen Flieger und Schiff, sondern die haben hier ihren Lebensmittelpunkt gehabt, wenn sie in Hamburg zur Seefahrtschule gegangen sind, also die Landzeiten in ihrer Ausbildung. Haben sie hier quasi dann Die haben sie hier im Haus gelebt. Und du musst halt überlegen, irgendwie, ne, dass irgendwie 80 Menschen, die vor kurzem noch da waren, die man kannte mit Namen, irgendwie auf einmal verschwunden waren. So, ne, und das war natürlich ein großer Schock. Und da haben wir gesagt, wir brauchen einen Ort, wo wir uns auch heute noch an Seeleute erinnern können, die auf See geblieben sind. Das kann man hier vorne zum Beispiel total schön sehen. Wir haben so ein altes Gedenkbuch, wo eben auch tatsächlich die ersten Eintragungen von 1957 sind von der Pamir. Und wir haben die in diesem Gedenkbuch nach Geburtsdatum sortiert. Ne? Weil das kann man sich vorstellen, wenn so ein Schiff mit 80 Leuten untergeht und macht das dann irgendwie nach Unfallsdatum, dann wäre die Seite sofort voll. Ne? Und dementsprechend, weil Geburtsdaten sich natürlicher verteilen, haben wir gesagt, wir schreiben die Menschen dann irgendwie in dieses Gedenkbuch nach Geburtsdatum auf. Und wir machen das auch heute noch. Also es gibt auch neuere Einträge, wo wir eben Menschen haben, die zu anderen Daten verunfallt sind und nicht wiedergekommen sind. Ja, da hat man ein Stück weit einen Kloß im Hals, wenn man so die Geschichte dazu hört. Ne? Also ja, auf jeden Fall. Das sind eben auch Seiten dieses gefährlichen Berufs, die dazugehören. Das muss man nicht ganz klar machen. Ja. Es gibt am Toten Sonntag immer einen Gedenkgottesdienst, die Madonna der Seefahrt, die ist ja auch hier um die Ecke, direkt am Fischmarkt. Und da machen wir einen öffentlichen Gottesdienst, um eben auch der Seeleute zu gedenken, die nicht wieder zurückgekommen sind. Vielleicht noch so eine ganz kurze Anmerkung, wenn ich darf. Ja, immer. Dafür sind wir hier, für Anmerkungen. Wo wir gerade bei schwierigen Themen sind, muss man das, glaube ich, mitnehmen. Also ihr seht vielleicht hier dieses Holzkreuz hier an der Wand. Und wenn man genau hinschaut, genau jetzt ein bisschen nah ran, das ist eben nicht so ein professionell gefertigtes, irgendwie künstlerisches Holzkreuz, sondern das ist aus lackierten Bootsplanken gefertigt. Das ist von einem afrikanischen Flüchtlingsboot, das auf Lampedusa vor Jahren schon zerschellt ist. Und das ist stellvertretend ein Symbol eben für dieses Drama, was im Mittelmeer immer noch stattfindet, dass Menschen dort auf der Flucht ertrinken.
Und ein italienischer Schreiner, der auf Lampedusa selber ansässig ist, hat gesagt, so irgendwie, wir können einfach dieses Drama nicht mehr alleine hier auf der Insel bewerkstelligen, wir können da nicht mehr helfen, wir brauchen Unterstützung. Und der hat dann angefangen, aus diesen, damals waren das eben noch diese Holzboote, diese Kreuze zu fertigen, um darauf aufmerksam zu machen, auf dieses Drama. Ja. Und für uns in der Seemannsmission ist das ein ganz wichtiger Punkt, weil wir haben ganz viele Seeleute, die auch von diesem Problem betroffen sind. Das ist wie auf der Autobahn, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und ich sehe einen Unfall, ich muss anhalten und helfen. So, ne? Ich muss erste Hilfe leisten, ich bin verpflichtet zu helfen. Und in der Schifffahrt war das auch immer schon so, das ist Ehrenkodex und aber auch Seerecht, dass ich im Unfallfalle helfen muss, im Seenotfalle helfen muss. Ja, also da wird ja im Seenotfall wird ja auch sonst herangerufen. Ne? Wer gerade in der Nähe ist, der wird zur Suche dann mit dazugezogen. Ganz genau. Und das Problem ist eben, dass so wie CIA Sea-Watch hört man immer wieder, die zivile Seenotrettung betreiben. Ich finde das auch sehr wichtig. Die politische Diskussion ist da sehr, sehr aufgeheizt. Aber wir haben eben die ganz neutrale Position. Das sind die Seeleute, die da draußen unterwegs sind. Und die können nicht helfen. Die haben teilweise Schiffe, die haben 5 Kilometer Bremsweg. Wenn die dann 300 Meter voraus Menschen im Wasser sehen, schaffen die jetzt gar nicht rechtzeitig anzuhalten. Ja. Die haben irgendwie 30 Meter Stahlbordwand. Irgendwie bei ein bisschen wegen die Seegang bringen die sich selber in Lebensgefahr, Menschen an Bord zu nehmen. Also es geht im Prinzip nicht. Es geht nicht, genau. Ne? Oder muss man ganz ehrlich, genau. Schlecht, ne? Und es gibt ganz viele Seeleute, die auch vor 10 Jahren, als ich hier angefangen habe, die davon erzählt haben, wie schwer sie das belastet, ne, mitzukriegen, dass Menschen vor ihren Augen ertrinken. Und deswegen probieren wir wirklich die zivile Seenotrettung mit diesem Bündnis United for Rescue auch als Seemannsmission an der Stelle zu unterstützen. Ne? Also das ist wirklich unser Anliegen, um Seeleuten einfach diese Last abzunehmen. Ja, ich kann mir aber auch vorstellen, dass man, wenn man so ein Schiff, so ein großes Containerschiff fährt, man sieht ja manchmal auch gar nicht, was da genau vor dir ist. Es ist nachts, es ist dunkel, es ist nicht beleuchtet. Genau, und dann über alles andere braucht man jetzt nicht sprechen, das kann man sich ungefähr vorstellen, was da auch passieren kann. Ich stelle mir das schon schwierig vor, gerade dann, wenn man selber an Bord ist und das dann irgendwie dann doch irgendwo mitbekommt. Ne? Ja. Genau, einfach nochmal so als Idee. Jetzt wollen wir so schönere Themen. Und ich würde sagen, Abendbrot. Ne? Abendbrot oder wir gehen erstmal in den Garten. Wie wär's damit? Auch schön. Übrigens, das ist Martin, mein Kollege, mit dem ich hier gemeinsam die Hausleitung mache. Und der jetzt gerade die Rezeption bestückt, wie ich sehe. Ja, ich darf auch mal arbeiten. So, und wie fühlt sich das an? Noch ganz bequem. Ja, sehr schön. Ich stehe bequem, ja, von daher läuft alles. Alles klar. Genießt den Garten. Danke. Danke für den Besuch. Genau, dann folgt mir bitte einmal hier hinten zur Tür raus. Ja, go! Ach, guck, das ist hier von Binz. Da sieht man es. Ja, wir durften ja hier schon mal Gast sein, letztes Jahr. Ja, genau, War auch eine nach schöne, der Kirchenwarte hier. Ja, genau, das war auch klasse. Da war da hinten noch eine Band und so. Genau, also wir hatten sogar noch so ein olles Zelt hier stehen, irgendwie, wo unsere Werkzeuge, unsere Werkstatt ausgelagert war. Das haben wir jetzt zum Glück endlich abgebaut. Guck mal, der Hund geht hier schon in den Dschungel und erkundet. Ja, guck mal, jetzt filmen wir dich hier beim Geschäft machen. Ne? Auch Ja, nett, super. Ne? Ja, toll. Ja, extra angeleuchtet. Das gibt Klicks. Direkt vom Scheinwerfer noch. Ja. Ja, aber genau, jetzt haben wir da irgendwie tatsächlich irgendwie auch dank der Hapag-Lloyd-Stiftung und Spenden haben wir jetzt eben da hinten noch diesen alten Schuppen, den wir hatten, der marode war, endlich ersetzen können. Das heißt, unsere Werkstatt hat jetzt auch wieder einen vernünftigen Ort gefunden hier. Und das ist echt so diese grüne Oase, dieser Erholungspunkt für Seeleute. Ne? Also endlich mal nicht mehr im Stahl und Wasser und Hafenkante Flair zu sein, sondern einfach mal was Erdiges, was Grünes, was Wachsendes zu haben. Ne? Ja, vor allen Dingen aber auch mal wieder so ein bisschen, das klingt jetzt ein bisschen blöd vielleicht, aber auch wieder ein bisschen Perspektive zu haben, was anderes zu sehen. Weil wenn du auf Meer bist, hast du ja einfach nur Wasser und nichts. Ja. So, und den Horizont dann irgendwann. Und der verschwindet vielleicht sogar noch, weil es niesig ist. Und hier hast du halt auch mal eine Begrenzung im Blick. So schön ich das finde, wenn ich ans Meer komme und einfach mal diese Weite genieße, was ich wirklich so oft es geht irgendwie tue. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du das irgendwie so ein halbes oder dreiviertel Jahr machst, dann bist du davon so satt. Dann freust du dich, wenn du einen Baum siehst oder eine Wand oder irgendwas anderes, was eben halt nichts mit See und Meer zu tun hat.
Ich muss mal kurz dazu. Ja, bitte, hau rein. Hier ist jeder willkommen, aber, ne? Hier darf jeder rein, genau. Auf eine Kiezmische, auf ein Bierchen. Ja, das ist das Schöne, wir gucken ja auch gleich in den Seemanns Club nochmal runter. Das ist auch so einfach ein bisschen Kneipenatmosphäre. Ne? Und da darf man gerne mal irgendwie abends reinkommen, eine Runde Billard spielen, irgendwas trinken und mit uns auch ins Gespräch kommen. Ne? Oder auch, wenn irgendwie Seeleute da sind, natürlich, mit denen mal sich die Gitarre schnappen irgendwie oder Karaoke singen oder sowas. Jo, Ja. das gehört dazu, klar. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass da auch mal so der ein oder andere fröhliche Abend verlebt wird, oder? Ich habe mir sagen lassen, das wäre schon mal hier und da vorgekommen, ja. Nein, also das auf jeden Fall. Ich freue mich einfach auch, wenn Leute hier aus der Hamburger Ecke einfach mal sagen, ich will das mal kennenlernen, ich will mal reingucken. Na, also wir sind ein absolut offenes Haus, hier ist jeder willkommen. Und man muss vielleicht mal zum Begriff Seemanns Mission was sagen. Ich habe auch schon Leute gehabt, die kamen hier rein und sagten irgendwie, Fiete, totaler Blödsinn, finde ich echt Quatsch, was er hier macht. Sag ich, wie so Quatsch? Ja, so Missionierung irgendwie. Die sollen doch alle aber- glauben, was sie wollen. So, Aber ne? damit hat es ja gar nichts zu tun. Ja, genau, so muss ich auch sagen. Nee, ganz entspannt, durchatmen. Ne? Mission, Auftrag. Es ist unser Auftrag, uns um Seeleute zu kümmern. Aber hier darf wirklich jeder so rein, wie er ist und egal an was er glaubt oder auch nicht glaubt. Und ganz wichtig, die dürfen genauso raus, wie sie hier reingekommen sind. Ne? Wir probieren hier keine Leute zu verändern. Ja. Wir sind zwar eine kirchliche Einrichtung, ich bin Diakon von der evangelischen Kirche, ne? Aber wir nehmen Menschen erstmal unabhängig. Ja, aber es ist ja auch okay, wenn man eine grundsätzliche Ausrichtung hat. Ja, genau. Und die Kirche aber halt auch offen ist und sagt, wir nehmen gerne jeden an. Genauso wird halt auch der reinkommt, nimmt ja auch letztendlich gerade Seeleute untereinander, nehmen ja auch jeden erstmal an und man kommt miteinander ins Gespräch. Sind ja eigentlich recht offene Menschen eigentlich. Ja, genau. Ne? Also wenn man hier mal zu Besuch ist und man kommt mal mit jemandem ins Gespräch, kann er durchaus interessant werden. Definitiv. Ne? Also Und das erweitert den eigenen Horizont. Das ist ja echt die große Chance hier im Haus, ne? Dass man endlich mal die Möglichkeit hat, hier irgendwie auch über den eigenen Tellerrand zu schauen. Ne? ja. Ich habe noch so eine klitzekleine Anekdote zum Garten, die das total gut deutlich macht, was hier eigentlich irgendwie so wichtig ist für die Seeleute. Als ich hier Die bringen dir was mit? Nee, das wäre schön. Im Gegenteil, wir haben was mitgegeben. Aha. Wir haben hier, das muss ja echt am Anfang meiner Zeit gewesen sein, also so im ersten Jahr wahrscheinlich. Da kamen 2 philippinische Seeleute hier an und die saßen hier im Sommer im Garten, guckten sich das so an und haben nochmal nachgefragt, warum das überhaupt so viele bunte Pflanzen sind, die eigentlich auch gar nicht so wirklich irgendwie zusammenpassen vielleicht. Und dann habe ich denen erklärt, dass mein damaliger Hausmeister, der ist leider letztes Jahr verstorben, der ist Gartenlandschaftsbauer gewesen und der ist immer zum Fischmarkt getingelt, irgendwie am Sonntag und hat sich dann die Pflanzen irgendwie vom Müll geschnappt, irgendwie, die nicht mehr irgendwie zum Kunden ihren Weg gefunden haben. So, ne? Und dann hat er die hier einfach eingepflanzt, eingetopft, hat die wieder aufgepäppelt und dadurch haben wir so eine bunte Mischung gehabt und die fanden das so toll und die haben gesagt, wir haben an Bord nichts Grünes. Wir brauchen irgendwas Erdiges, was Sachsendes, dürfen wir uns irgendwie 2 Pflanzen mitnehmen. Und dann habe ich gesagt, du, mein Hausmeister, der ist heute frei, ne, der schützt eigentlich seinen Garten wie seinen Augapfel, aber Erste Schaufel. ich weiß, wo wir 2 Blumentöpfe stehen haben und eine Gartenschaufel so und dann nehmt euch doch bitte irgendwo vom Rand, wo es nicht so auffällt, irgendwas mit, was euch gefällt. Das haben sie auch gemacht. Und am nächsten Tag kam mein Hausmeister ganz aufgeregt zu mir und sagte, Fiete, du, da war jemand im Garten und hat Pflanzen geklaut. Sag ich, was? Nein, ehrlich, keine Schweinerei. So, ne, das geht überhaupt nicht, wenn ich die erwische. Über die Jahre haben mir die Seeleute so in unregelmäßigen Abständen dann tatsächlich immer noch mal ein Bild geschickt. Guck mal, irgendwie unsere Pflanzen, die leben noch, ne, irgendwie. Und letztes Jahr, kurz vor dem Tod, irgendwie, das war leider schon klar, dass er eben auch nicht mehr lange hat. Ne, das war schwere Erkrankung. Irgendwie kam dann einer von den Seeleuten bei Facebook irgendwie mit einer Nachricht nochmal um die Ecke und hat gesagt, du, ich bin jetzt kurz vor meinem Ende irgendwie meiner Karriere, beziehungsweise ich bin jetzt gerade in Rente gegangen. Ich bin wieder zu Hause auf den Philippinen in der Heimat, in Talac, das ist so 100 Kilometer nördlich von Manila. Hat er irgendwie seinen kleinen Garten gehabt und da hat er dann irgendwie diese Pflanze eingepflanzt und hat die irgendwie dann ein Bild davon geschickt. Und dann bin ich zu meinem Hausmeister gegangen und habe gesagt, Kai, guck mal, ich muss dir was gestehen. Ach so, das war ja das späte Geständnis. Mit den Pflanzen, das war ich. So, und die leben noch. Ne? Und er war ganz gerührt und sagte dann auch so, Fiete, natürlich, das wusste ich doch in dem Moment, wo ich es gesehen habe, dass du das warst. So, ne? Ja. Und es war, Ja, aber schöne Anekdote. Ja, es ging echt zu Herzen, aber das verdeutlicht mir auch noch mal wirklich, wie wichtig das ist. Ne? Dass diese Verbindung zum Land immer noch da ist. Dass man irgendwas hat, was einen daran erinnert, irgendwie, dass da nicht nur Wasser und Stahl ist. Ja. Ja. Ja, du hast so viel von dem Seemanns Club erzählt, den du da unten auch hast. Jo, da können wir mal runter. Wollen wir jetzt. reinschauen, wa? Und du hast hier überall so ein bisschen Ambient Light, ne? Damit keiner dir die genau, das Treppenstufen ist tatsächlich auch noch runterpurzelt. dank unseres Hausmeisters von damals irgendwie. Der hat dann gesagt, wenn wir schon einen schönen Garten haben, dann müssen wir den auch sichtbar machen, auch im Dunkeln. Ja.
Ich finde das cool, also gerade wenn es dunkel ist, Ja. das was. Ja, dann guck mal mit runter. Hier ist auch noch eine kleine Sofaecke. Genau, das ist unsere Raucherecke. Als ich vor 10 Jahren angefangen habe, durfte man noch im Seemannsclub rauchen. Das habe ich dann abgeschafft. So Mitarbeiterschutz und so. Und dann braucht man natürlich einen Ersatz und dementsprechend gibt es jetzt die überdachte Raucherecke. Wie ist denn der Empfang hier unten? Geht das? Wir haben überall im Haus vernünftige WLAN. cool. Ja. Sehr schön. So, ich muss. Hallo. Guten Appetit. Jo, kommt rein. In unseren kleinen, aber feinen Seemannsclub. Ja, Moin, das ist Thomas. Hallo. Moin. Thomas ist unser Rezeptionsleiter, unser Neuer. Und wir sind sehr happy, dass er hier ist. Und heute macht er mal ein bisschen irgendwie, ja, hilft er mit an den Tresen. Genau, ein bisschen an der Bar aushelfen. Ne? Muss ja auch mal sein. ja, aber hier kriegt man auch so ziemlich alles, was man sonst noch so braucht. Ne? Also, Genau, also es gibt so viele Facetten, was Seeleute eigentlich an Unterstützung, Hilfe, Goodies im Leben brauchen. Und ein zentraler Punkt, der eigentlich irgendwie immer wieder auftaucht in allen Einrichtungen weltweit für Seeleute, das ist so eine Art Seemannsclub mit sag mal, Billardtisch, Karaoke-Möglichkeit und auch irgendwas, wo man so ein bisschen sich mit dem Nötigsten an Bord versorgen kann. Ne? Und die Kollegen vom Duckdalben, von der Seemannsmission in Hamburg-Harburg, die haben einen riesengroßen Club, der super tolle Arbeit macht. Die holen den Seeleuten, holen die mit einem Shuttle-Service direkt von den Schiffen ab, weil die kaum noch Zeit haben, von Bord zu gehen. Also da ist es wirklich ein Riesenclub. Und gehört ja eigentlich alle zusammen, seid ihr getrennt? Ja. Also man hört ja Seemannsmission, ich weiß, dass da Michel ist was, hier seid ihr und dann auf der anderen ist Seite halt der Duckdalben. Genau. Ist das irgendwie zusammen? Ist das oder sagt ihr, wir helfen uns einfach auch nur gegenseitig aus? Oder wie ja muss und das nein. verstehen? Wir gehören alle zu unserem Dachverband Deutsche Seemannsmission. Die haben auch ihren Sitz hier mit im Head Office in der Speicherstadt. Aber wir sind alles eigenständige Vereine im Inland. Ne? Das heißt, wir haben eigene Finanzen, eigenen Vorstand, eigene Satzung. Sind da unabhängig voneinander, aber wir kooperieren natürlich, wo es nur geht irgendwie, ne, wo wir uns aushelfen können. Und in Hamburg haben wir, sag mal, traditionell einen guten Weg gefunden, wie wir miteinander arbeiten. Das ist nämlich so, dass wir natürlich, Hamburg war nicht immer Hamburg. Hamburg waren früher 3 eigenständige Städte, Altona, Harburg und Hamburg selber. Und die sind dann halt erst später zusammengewachsen. Deswegen gibt es hier auch 3 Vereine. Und wir haben uns so ein bisschen, sag ich mal, die Arbeit aufgeteilt mit verschiedenen Aspekten. Das heißt, die Kollegen vom Duckdalben, die kümmern sich um die Seeleute, die nur ein paar Stunden im Hafen sind. Die Kollegen vom Kreinkamp, die haben ein Seemannsheim wie wir, wo dann auch die Seeleute unterkommen können, haben aber auch nochmal ein spezielles Angebot für Seeleute im Alter. Die haben das nie gelernt, irgendwie, sag ich mal, einen eigenen Haushalt zu führen. Die waren immer zwischen Schiff und Seemannsheim unterwegs. Ja. Und dann irgendwie nach Ende ihrer aktiven Zeit irgendwie haben sie gesagt, so jetzt brauche ich auch keine eigene Wohnung mehr. Und die haben die Möglichkeit, da eben auch noch mit einem Sozialarbeiter irgendwie unterstützt, dann zu leben, solange sie nicht pflegebedürftig sind. Guck an. Genau. Sowas macht ihr auch, das ist ja cool. Ja. Also es gibt so viele Facetten irgendwie, ne, wo irgendwie Hilfe, Unterstützung notwendig ist. Sowas machen wir, genau. Ich dachte, die kriegen da einen Wasch- und Bügelkurs und jetzt bist du wieder bereit fürs Landleben. Aber es ist tatsächlich, dass die Leute... Die haben da ihre Zimmer. Die leben da. Also die haben halt am Land haben die niemanden mehr und dann fragen sie auch, wo soll es jetzt hingehen? Genau. Dann haben sie die Option bei euch letztendlich auch zu leben. Richtig, genau. Cool. Ne, und deswegen ist das, glaube ich, auch so gut, dass wir einfach 3 Vereine in Hamburg sind, ne, weil wir einfach die ganzen verschiedenen Notwendigkeiten gut abdecken können. Wir haben noch so 2 gemeinsame Projekte. Das eine nennt sich Seafarers Lounge. Das ist so ein Projekt zwischen dem Duckdalben, der Seemannsmission in Harburg und uns hier in Altona. Ja. Das ist eine Einrichtung für die Seeleute von den Kreuzfahrtschiffen. Wenn die wirklich nur mal Viertelstunde, 10 Minuten Pause haben irgendwie im Betrieb, dann können die schnell vom Schiff runter und im Terminal selber gibt es dann irgendwie die Möglichkeit, das Nötigste zum Selbstkostenpreis einzukaufen, haben jemanden, mit dem sie kurz reden können, wenn es Probleme gibt, können sich beraten lassen und notfalls einfach auch nur kurz das WLAN nutzen, die Füße hochlegen, so, ne, ohne dass sie zwischen den ganzen Kollegen sind. Ja, weil manchmal ist Privatsphäre auch irgendwie wichtig. Genau, ne? Also das Problem an Bord von Containerschiffen ist manchmal tatsächlich Vereinsamung. Ne? Man ist mit 25 Leuten auf einer schwimmenden Stadt unterwegs und man sieht sich aber kaum zwischen den Schichten so, ne? Und man ist echt viel alleine. Und auf den Kreuzfahrtschiffen hast du das genaue Gegenteil.
Ne? Also je nachdem, in welchem Bereich du arbeitest, ich sag mal, wenn du irgendwie Entertainer bist, ne, oder Friseur oder sowas, dann hast du noch gute Bedingungen, sag ich mal, an Bord. Aber wenn du im Service bist, in der Wäscherei oder solche Sachen irgendwie, dann hast du halt Gruppenunterkünfte. Also, ne? Und dann siehst du auch nicht viel vom Tageslicht und bist irgendwie immer mit Menschen zusammen. Und da mal die Möglichkeit zu haben, ich komme mal 10 Minuten raus, bin mal für mich alleine, das ist, ist Gold wert. Ne? Deswegen machen wir dieses Projekt. Und wir bieten den Bordbesuchsservice im Hamburger Hafen an. Das wird Was ist das? Das ist Bordbesuchsservice? Genau, Bordbesuchsservice. Für die Familie dann dahin? Oder wie muss ich das verstehen? Nee, das wäre schön. Wenn wir das könnten, wäre das absolute mega Nonplusultra. Nee, das ist so, dass wir wir finanzieren das von allen 3 Stationen gemeinsam. Ne? Wir geben alle gleiche Teile dazu, plus die Stadt gibt noch was dazu, Hamburg. Und wir haben Kolleginnen und Kollegen und freiwillige Ehrenamtliche, die gehen, wenn es geht, die ganze Woche über im Hafen auf die Schiffe und kümmern sich dann darum, irgendwie, dass die Seeleute da irgendwie das haben, was sie brauchen. Offenes Ohr, ne, jemand, der sich erstmal für sie als Menschen interessiert. Dann bringen wir noch Telefonkarten, voraktiviert mit einer Flatrate für Internet irgendwie mit. Manchmal irgendwie internationale Zeitungen, dass man so ein bisschen erfährt, was geht eigentlich gerade in der Welt vor sich. Ne, was auch nicht immer gegeben ist, wenn man kein Internet an Bord hat. Ja. Und wenn wirklich Konflikte an Bord sind, dann probieren wir natürlich da irgendwie auch irgendwie zu schlichten oder ja, zu schlichten, beziehungsweise eben auch Möglichkeiten aufzuzeigen, wie das machbar ist. So, ne? Ich sag mal, zum Beispiel die Heuer wird nicht rechtzeitig bezahlt. Das kann mal vorkommen irgendwie. Wenn das regelmäßig vorkommt, dann gehen wir schon mal zur Reederei und sagen, ey, liebe Leute, irgendwie, wir haben irgendwie gehört, ohne Namen zu nennen, da ist irgendwas nicht irgendwie in Ordnung mit dem Geldfluss, irgendwie das Gehalt, die Heuer von den Seeleuten, die wird nicht richtig überwiesen, könnt ihr das mal irgendwie überprüfen. Oft reicht das schon und dann ist das innerhalb von 1-2 Tagen abgestellt. So, dann läuft das so. Ne? Und wenn es wirklich mal echte Probleme gibt, irgendwie, dann haben wir aber auch die Möglichkeit, über das Netzwerk im Hafen da nochmal Menschen zu informieren, die genauer hingucken können. Berufsgenossenschaft. Die ist für die Hafenstartkontrolle, nennt sich das, verantwortlich hier. In der Berufsgenossenschaft Verkehr ist das in Deutschland. Hafenärztlicher Dienst bei medizinischen Problemen. Die Wasserschutzpolizei, wenn es um Visa-Angelegenheiten geht, weil es da irgendwas nicht in Ordnung ist. Die sind da total irgendwie auch bewusst irgendwie unterwegs, weil die wissen wirklich, was das bedeutet, als seefahrendes Volk unterwegs zu sein. Die haben da noch eine ganz andere Verbindung zu als die Bundespolizei zum Beispiel, die das in anderen Häfen macht. In Hamburg macht das die Wasserschutz. So, ne, und das heißt, dann irgendwie an Bord sind wir erstmal so ein bisschen die guten Engel, die ein paar Sachen mitbringen und dann das offene Ohr haben. Ja, aber ich finde es cool, dass ihr eben halt auch ein Netzwerk habt, um halt auch mal Dinge zu organisieren oder vielleicht auch ein Problem zu lösen, was vielleicht so erstmal im Angang vom Bord ein bisschen schwierig erscheint, aber ihr gesagt, Mensch, muss man da und da anrufen und haben wir gleich. Und Seeleute haben oft auch keinen Bock, irgendwie die offiziellen Beschwerdewege, sag ich mal, einzuhalten. Weil dann hat man die Sorge, dass es dann auf einen zurückfällt, dass man nicht wieder den nächsten Vertrag kriegt oder so. Ne? Und was viele nicht auf dem Schirm haben, auf den Philippinen, wo natürlich mittlerweile echt ein großer Anteil der Seeleute herkommt, gibt es eine ganz, ganz schlechte arbeitsrechtliche Situation. Menschenrechte, Arbeitsrechte auf den Philippinen, wer sich da engagiert, der wird oft systematisch vom Staat oder von korrupten Stellen auch irgendwie verfolgt, teilweise mit dem Leben bedroht. Und natürlich kann man sich vorstellen, dass man in so einem Klima dann irgendwie nicht derjenige sein möchte, der sagt, so, aber bei uns an Bord werden die Arbeitsrechte nicht eingehalten. So, ne? Das geht dann so ein bisschen unter der Hand. Und genau, die sagen so, ey, könnt ihr vielleicht irgendwie, ohne einen Namen zu nennen, irgendwie dafür sorgen, dass es wieder besser wird. Und das machen wir, klar. Ja. Ja. Apropos besser werden. Ja. Das ist, glaube ich, hier auch was zum Besserwerden. Ne? Im Sinne von mal eine kleine Spende dalassen, oder? Ist das bei euch in jeder Seemannsmission? Also oder ist das bei euch hier nur lokal und du hast dich hier einfach künstlerisch betätigt? Nee, wir haben tatsächlich jetzt irgendwie über unseren Fachverband die haben einen Menschen aufgetan, der dann irgendwie mit so 3D-Druck das irgendwie total nett diesen Leuchtturm gemacht hat. Und die haben gesagt, ja, die finden wir klasse, die werden wir ja gleich hier irgendwie installieren. Ja, cool. Und hier darf man muss auch dazu sagen, natürlich darf man für die Seeleute spenden, man darf aber auch fürs Team spenden. Was nicht ganz selbstverständlich ist, was ich echt nochmal herauskehren möchte, wir haben nicht nur Menschen, die hier fest angestellt arbeiten. Wir haben auch ein Team an Ehrenamtlichen, die einfach sagen, ich möchte was zurückgeben irgendwie. Die sagen, ich beschäftige mich hier irgendwie auch mit Seeleuten irgendwie in meiner freien Zeit. Oder die ein Jahr ihres Lebens spenden im Rahmen von so einem Freiwilligendienst. Bundesfreiwilligendienst, BUFDI, soziales Jahr, sowas in die Richtung. Das kann man hier auch machen. Finde ich übrigens sehr wichtig, Absolut. dass es sowas gibt. Könnten wir auch, dass man es macht. Ja, also die sind auch irgendwie absolut Gold wert hier. Ne? Also
ich würde die gerne mit allem überschützen, irgendwie, was ich kann, irgendwie, aber als gemeinnütziger Verein leider nicht immer möglich. Aber deswegen sagen wir eben auch, natürlich darf man fürs Team irgendwie eine kleine Spende dalassen. Seeleute selber machen das ganz gerne, die sind ja auch nicht komplett irgendwie mittellos. So, ne? Die haben ihr Einkommen, die kaufen hier irgendwie das Nötigste für an Bord ein. Und dann lassen sie gerne ein bisschen Trinkgeld da und das teilen wir dann natürlich irgendwie gerade zwischen irgendwie den Menschen, die eben auch hart irgendwie für die Seeleute arbeiten, dann entsprechend auf. Ja. Also wenn mal jemand vorbeikommt und schmeißt da was rein, dann freut ihr euch. Genau. Also jeder, der herkommt und sagt, ich trinke ein Bierchen, der kann doch noch mal kurz Ganz genau. sagen wir, einen reinschnippen. Ja, und ansonsten gibt es hier einfach alles, was man so braucht. Ja. Irgendwie, ne? Wir haben verschiedene Biersorten, irgendwie lokal. Wir verkaufen keinen Hartalkohol. Auf den meisten Schiffen irgendwie gilt mittlerweile die 0,0 Promille-Grenze. Das heißt, wer da irgendwie Alkohol konsumiert, der fliegt auch teilweise echt vom Bord. Ich glaube, Maersk oder so hat damit angefangen. Also ohne es genau zu wissen, aber ich glaube, Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wer es war, so, aber es gibt viele, viele Schiffe, die mittlerweile absolutes Alkoholverbot an Bord haben. Ne? Ist ja letztendlich eigentlich auch vernünftig. Ne? Ja klar, so, ne? Aber dementsprechend, ne, die kommen dann irgendwie mit dem Flieger hier an, am nächsten Tag geht es an Bord, ne? Und dann wollen sie nochmal irgendwie ein bisschen feiern abends hier. Wenn wir jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, den Wodka oder irgendwie den Whisky haben, so, ne, dann wäre das vielleicht nicht sehr zuträglich. Ja, genau. Dann lieber ne? ein Bier, ne? Dann lieber einfach ein Bier, genau. Wobei, da kannst du ja auch die Kappen mit polieren, also von daher reicht das. Ne? Gut, aber ihr habt eine schöne Auswahl da. Und, genau, lokale Biere und so. Ja. Und was echt so eine Kollegin mal nett formuliert hat, ist so ein Stück Heimat auf der Zunge. Ja, das heißt, wir probieren hier auch so asiatische Snacks zum Beispiel anzubieten, Ja, ich hab das schon gesehen. die man von zu Hause kennt. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, so irgendwie, ich habe ein Jahr irgendwie mal in Frankreich verbracht und konnte nach 3 Monaten kein Baguette mehr sehen und habe mich wie Bolle gefreut, dass meine Mutter mir dann irgendwie aus der westfälischen Heimat Pumpernickel in der Dose geschickt hat. Ne, schönes Ja, ich Schwarzbrot. kann es mir vorstellen. Ja. Ja, und Aber wo kriegt ihr sowas hier alles her? Das ist original letztendlich? das sind teilweise original philippinische Produkte. Ne, zum Beispiel die Guavenballs, irgendwie, an denen wir gerade vorbeigeschwenkt sind. Oder irgendwie auch ganz oben noch irgendwie Säfte, irgendwie Guave, Litchi, Mango. Das haben wir von einem niederländischen Importeur. Ne? Also sprich, Seeleute bringen ihre eigenen Snacks, wenn man es mal so sieht. Ja. Ja, genau, aber das ist wichtig. Ne? Wenn du einfach ein Jahr von zu Hause weg bist, dann brauchst du irgendwas, ne, was dich Was an sich zu daran Hause erinnert. erinnert. Ne? Ne? Ja. Was sind das denn für grüne Apparate da in der Tüte, wo Patti gerade vorsteht? Genau. Wasabi-Cracker. Oha. Oh ja, genau. Die haben so ein bisschen, die sind aber gar nicht so scharf. Die haben einen gewissen Biss, aber das geht. Okay. Wenn du willst, können wir mal aufmachen. Du kannst mal probieren. Dich an, Ben? Das weiß ich noch nicht, aber es klingt spannend. Also Ja. brennt nur einmal Ja, oder? komm, mach los. Nicht feige sein jetzt. Ja, auf keinen Fall. Warum grinst viele so? Ist das gut für meinen Husten? Ich glaube schon. Aber ich Dann mach frei, du. meine das ernst, wenn ich sage, dass die jetzt nicht irgendwie so sind, dass du hier irgendwie Atemnot kriegst. Ja, kann man machen. Die sind lecker. Ich will euch jetzt hier keinen vorknuspern, ne? Aber die sind echt gut. Du, der Chef, gib einen aus. Nee. Die verhaften wir nachher noch. Das ist nicht so scharf. Also für mich ist das zu scharf. Ist Nicht nicht, so nicht, scharf. nee? Okay. Ja, dann machen wir gleich eine Schüssel und dann später nochmal sich die Leute wieder reintrauen, wenn wir raus sind hier. Ja. Da können sie ein bisschen knabbern. Oder würde ich auch Heute mal gab es übrigens auch abgreifen. zum Beispiel hier um die Ecke gibt es das Café Schmidt. Kann ich nur empfehlen übrigens. Kriegt keine Provision. Die machen super leckere Patisserie, so Törtchen, Torten, Brot, irgendwie alles handgemacht. Und man kriegt schlechten Platz. Und man kriegt schlechten Platz, aber man kann sich diese kleinen Törtchen zum Beispiel mitnehmen. Ich empfehle das Death by Chocolate, Tod durch Schokolade. Super lecker. Haben wir heute dann irgendwie auch eine Charge geholt und die gab es dann zum Abendessen als Nachtisch irgendwie. Haben wir gesagt, zum Tag des Seefahrers mit ein bisschen Würdigung, irgendwie auch mal das nette irgendwie Zeug dann irgendwie auf Spendenkosten, sag ich mal, dann irgendwie rangebracht. Cool. Ja. Ja, ich war da tatsächlich, wir waren schon mal da, ne? Haben wir schon mal einen Kuchen gegessen und einen Kaffee getrunken. Kaffee Schmidt ist eine Also Institution. ist super. Ja. Und dann hinten in der Ecke haben wir natürlich so ein bisschen Hygieneprodukte noch. Das ist für an Bord auch ganz wichtig. Es gibt oft Sachen so standardmäßig, die natürlich gestellt werden. Ne? Ja. Natürlich kannst du deine Wäsche waschen, natürlich hast du irgendwie auch ein Shampoo. Aber das hier ist, auch für Damen, ne? Am ja, Bord natürlich, kommt jetzt Damenhygiene auch, ne? ist ganz, ganz wichtig, gerade Ja. auch an Bord von Kreuzfahrtschiffen. Ja, aber dementsprechend ist es dann eben auch so, dass du dann halt ein sehr günstiges Shampoo hast, dass du ein Industriewaschmittel für deine Wäsche hast. Das heißt, du hast dann auch nicht die nett duftende Wäsche, so, ne, sondern eher die zweckmäßig fertig gemachte. Und Ja. ich habe mir mal sagen lassen, an Bord von Kreuzfahrtschiffen gab es mal durchaus die Idee, man könnte ja so einen Spülmitteltab oder so einen Waschmitteltab, ne, diese Spähtabs, die wir da vorne haben irgendwie,
auch da kriege ich keine Provision. Die könnte man ja versehentlich in der Hosentasche vergessen, wenn man die Sachen in der Wäscherei am Kreuzfahrtschiff dann irgendwie abgibt. Und wenn man die in der Hosentasche vergisst, dann riecht auch man die Wäsche viel besser und ist viel weicher. Bis sich das wohl so rumgesprochen hat, dass dann auch mal 2, 3 gleichzeitig auf die Idee kamen. Und da war in der Wäscherei natürlich schon Party angesagt. Ne? Ja, aber was sagt uns das? Sie müssen einfach besseres Waschmittel kaufen. Da haben Sie das Problem nicht. Ne? Ja, Musik gibt es hier auch und man kann auch draußen... sensationelle Lupen verkaufen. Ja, genau. Stimmt. Genutzt, ne? Also ihr müsst auch was zu den Bierpreisen sagen. Ja, also Absolut angemessen. ja, auch legendär hier übrigens Pizza und Baguette. Also wenn man hier ein Bier trinkt und sich hier ein Baguette dazu bestellt, macht man nichts falsch. Richtig, genau. Nee, und wir haben tatsächlich, wenn man mal so auf die Preisgestaltung guckt, irgendwie die Preisschilder unter die Lupe nimmt, wir haben ja immer für ganz viele Produkte hier 2 Preise. Der erste Preis, das ist immer der ein bisschen teurer ist. Das ist der, den bei uns Touristen, Hausgäste zahlen. Und der zweite Preis ist immer der Seefahrtspreis, den Seeleute zahlen. Einfach aus dem einfachen Grund, dass wir probieren natürlich alles, was wir hier auch für Seeleute anbieten, wenn es geht, zum Selbstkostenpreis mit so einem kleinen Logistikaufschlag weiterzugeben. Ne, also wir sind ein gemeinnütziger Verein, wir haben keine Gewinnerzielungsabsicht, wie man so schön sagt, sondern wir probieren einfach zu sagen, ey Leute, das, was ihr hier einkauft, irgendwie, das sind auch tatsächlich sehr, sehr angemessene Preise. Also im Hafen gibt es immer Menschen, die probieren auch eine schnelle Mark zu machen. Ich habe mal eine philippinische Frau irgendwie hier gehabt im Hamburger Hafen. Die hat dann tatsächlich ihre eigenen Landsleute irgendwie echt übers Ohr gehauen, indem sie denen an Bord so diese 0,5 PET Wasserflaschen aus dem Aldi gebracht hat. Und die hat sie da für 5 € das Stück verkauft. Oh, Ja, die kosten irgendwie, keine Ahnung, was, 30 Cent oder so das Stück. Ne? linke Nummer, ne? Ja, und die hat da echt irgendwie einen Reibach mitgemacht. Ne? Und wir sagen, wir sind einfach eine seriöse Einrichtung, wir sind für euch da und wir, darauf könnt ihr vertrauen, das ist unser Markenzeichen, wir treiben keinen Schindluder mit euch. Ja. Wenn ihr Geld nach Hause überweisen müsst, das machen wir auch für Seeleute. So, ihr seid also quasi auch Geldtransfer, also eine Bank, also genau. das PayPal für Seeleute. So eine Art, genau. Ja. Also hier jetzt leider in Altona können wir das jetzt nicht mehr so anbieten, aber die Kollegen vom Ducktalben, die haben noch eine eigene Kollegin, die auf den Philippinen notfalls irgendwie auch losdüst und den Seeleuten das Geld bis in die Haustür bringt, so, was die überweisen. Also damit auch ganz sicher ist, dass die irgendwie keinen Verlust in der Zwischenzeit haben. Jeder kennt irgendwie so die Märchen irgendwie vom Hamburger Kiez, von der Reeperbahn irgendwie abends einen heißen Grog und dann irgendwie 2, 3 Mädels im Arm und dann ist man am nächsten Morgen, wacht man wieder auf dem Schiff, hat keine Kohle mehr in der Tasche, weil man ausgenommen worden ist oder so. Das ist natürlich so ein romantisiertes Bild, aber natürlich, wo Menschen sind, die sich nicht auskennen irgendwie in der Nation, in der Kultur, gibt es auch Menschen, die das ausnutzen. Ja, klar. So, und dann gibt es auch vielleicht mal Geldwechsler, die irgendwie einen sehr ungünstigen Kurs haben, wenn sie Glück haben, wenn sie Pech haben. Kurs ist ja bei euch hier auch immer angeschlagen. Genau, also wir wechseln auch Geld für die Seeleute, wenn sie hier irgendwie Dollars irgendwie gegen Euro tauschen wollen, dann machen wir das für die. Apropos tauschen, durch die Luke, Tanja hat es ja gerade schon angesprochen, durch die Luke wird getauscht, ne? Genau, das ist Geld gegen Bier. Der berühmt-berüchtigte, legendäre Lukenverkauf in der Seemannsmission Altona. Das heißt, selbst wenn Leute mal keinen Bock haben, hier reinzukommen, aber trotzdem irgendwie ein kühles Bier am Wochenende haben wollen. Ich stelle mir das super klasse vor, weil wenn ich hier so rausschaue, ich habe die Schiffe, ich finde das toll, ne? Ich lebe ja nicht an Bord, aber ich habe diesen Hafenflair direkt vor der Nase und kann für ein günstiges Geld letztendlich mein Abendbier hier trinken. Genau, und man tut noch was Gutes. Also überleg dir das mal, du kannst dich da hinsetzen, hier auf unsere Polster, guckst dir das Hafenflair an, trinkst ein kühles Bier und hast noch was Gutes getan. So, ne? Also besser geht's eigentlich nicht. Ja. Deswegen lade ich auch einfach nur Menschen ein, kommt gerne vorbei, irgendwie, das ist ein Ort, irgendwie, der ist für alle da. Ja, also im Sommer werden wir das sicherlich mal nutzen, dass wir uns da vorne einfach mal hinsetzen und ein bisschen auf den Hafen gucken und euren Lukenverkauf nutzen. Ja, bitte, mach das. Ne? Hier gibt es auch ein bisschen Musik. Ne? Hinten haben wir Instrumente, Fernseher habt ihr auch. Genau. Wir nennen das liebevoll unser digitales Lagerfeuer. Das läuft auch tagsüber, dass man sich einfach mal hinsetzen kann. Also Menschen, die hier reinkommen, die müssen nichts. Das ist auch ganz wichtig. Wenn die sagen, wir brauchen gerade mal ein bisschen Ruhe, ich will nicht angeschnackt werden, ich will mich einfach mal aufs Sofa legen, Füße hoch, mir vielleicht einfach die Klampfe schnappen und für mich selber so ein paar Takte spielen. Das kann man hier natürlich auch machen oder einfach nur ein bisschen sich die aktuellen Nachrichten irgendwie im Fernsehen angucken.
Billardraum gibt es. Billard ist für Seeleute tatsächlich eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen. Aus dem ganz einfachen Grund, das geht an Bord nicht. Darf ich mal kurz gucken? Ja, hau rein. Ich hoffe, die ist gestimmt. Müsste es aber eigentlich sein. Von wann ist die? Das wirkt so, als sie mal gelebt hat. Ist das eine Spende? Das ist oder? eine Spende, definitiv. Ja, genau. Ich glaube, ich bin der einzige Diakon in ganz Deutschland, der keine Gitarre spielen kann. Also ich habe keine Ahnung von den Dingern. Bei mir ist das Ewigkeiten her. Ja. Kannst du noch Ich tue euch spielen? das jetzt auch nicht an. Nee, ach, schade. Nee, ich glaube, dass das... Ben, du weißt, ja, das geht sogar noch, ne? Ja, wir probieren die schon gestimmt zu halten, ja? Oh, das ist ewig her. Ich habe damals Blues gespielt ohne Ende. Hört man. Viel Fahrradfahren. Ja, also ich hätte nicht gedacht, dass das noch geht. Also der Return läuft noch. Nice. Ja, ach, das ist ein schönes Hobby. Ich muss aber gestehen, also ich habe das, da muss mal einer bei. Ich lasse das jetzt so. Das Schlagbrett ist lose. Das muss so, habe ich mir sagen. Ach so, ja, cool. stimmt, genau. Das ist eine Einschubgitarre. Das sieht man ja. Ne? Billard hast du gesagt. Genau, Billard haben wir Da habe ich nebenan. nämlich von abgelenkt, nachdem ich da meinen Ja. Blues Return gespielt habe. Brauchen wir jetzt bitte nicht anstoßen. Ich bin der schlechteste Billardspieler auf der Welt. Direkt nach Gitarre Gitarre. spielen kannst du auch nicht? Genau. Auch ein ehemaliger Kollege hat profimäßig Billard gespielt. Moin, wir stören dich mal Aber- kurz. Da gehen wir einfach mal nicht rein. Irgendwie der Kollege hat gerade Pause. Ja. Top. Genau, aber das ist unser Billardraum. Aber ein schöner amtlicher Tisch, ne? Jo, damit kann man arbeiten. Den probieren wir auch regelmäßig neu zu beziehen. Genau. Hopp. Wie wär's, wenn wir uns einmal noch ein Zimmer angucken? Ja. Das wäre so die nächste Frage gewesen. Können wir uns auch da für ja am uns. Fenster irgendwie noch so gemütlich ausklingen lassen dann oder so? Ja. Lass mal schauen, was ihr so Alles klar. ein Zimmer habt. So ein schönes. So eins. Was ist denn hier eigentlich im Tornado-Raum drin? Oh, das kann man Tornado einmal- klingt irgendwie spannend. Das ist Da tatsächlich... hast du mich. Ich mache das mal auf. Da ist ein Kicker drin. Ich hoffe, die Jungs und Mädels haben hier aufgeräumt. Aber wir schauen mal gerade rein. So, das hier ist das Vereinshauptquartier vom Altonaer Kicker-Kollektiv. Aha. Wir haben hier ist im das? Haus, also das war so ein Abstellraum, den wir eigentlich gar nicht benutzt haben. Ja. Und hier hatten wir so einen Kicker-Tisch stehen, das ist der da in der Mitte gerade steht. Der wurde uns gespendet und den haben Menschen dann mal gesehen und haben gesagt, das ist doch ein Profi-Kicker-Tisch. Der sieht Dürfen aus wir- wie aus den 70ern. Ne? Ja, ja, so in der Richtung, ne? Dürfen wir bei euch mal trainieren an den Tisch? Haben wir gesagt, ja klar, irgendwie, gerne. Und dann haben sie gesagt, euer Raum hier nebenan, der wird ja kaum benutzt. Dürfen wir den Raum vielleicht für unser Kicker-Hauptquartier irgendwie umwidmen? Ja. So, und dann war unsere Bedingung, das dürft ihr gerne machen irgendwie. Ne, ihr zahlt eine kleine, ja, eigentlich schon symbolische Miete dafür. Wichtig ist uns, wenn Seeleute hier am Start sind, dann zeigt ihnen doch mal 2, 3 Profi-Tricks. Dann bezieht die ein bisschen mit ein, nehmt die mal auf eine Runde mit. Und deswegen ist das hier eben tatsächlich so mittlerweile so, ja, Vereinshauptquartier und Seeleute Profi-Trainingscenter. Aber das ist doch cool, weil letztendlich so kommt man auch wieder in Kontakt. Und, Genau. Ne? Und Hat genau ja auch einen wie sozialen Billard, Aspekt. du kannst diese Dinge nicht an Bord spielen. Ja, hier, bist- ne, Seegang. Ja, ja, genau. Ne, selbst im Hafen hast du ja immer noch eine gewisse Drehbewegung, Rollbewegung. Ne, und dementsprechend ist Billard immer sehr schwierig und Kicker auch nicht so einfach. aber Kicker gibt es oft an Bord. Kicker gibt es schon an Bord, im Hafen geht das so. Ne? Aber Billard kannst du natürlich knicken. Also das ist, ich habe mal 1, 2 Schiffe gesehen und die müssen immer darauf warten, dass es dann endlich mal ein Hafen ist, wo sie irgendwie vernünftig irgendwie festgemacht haben und mit einem ruhigen Tag, dass sie mal eine Runde spielen können. So, ne? Genau. Aber man war schon erfolgreich, da hinten stehen die Trophäen. Du, das ist ein Ligaverein, das muss ich ganz ehrlich Ach, echt sagen. jetzt? So, ne? Ja, ja, ja. Die Okay. spielen professionell in der Liga hier. Also das ist dann schon richtig ein bisschen amtlich. Genau. Ja, nicht schlecht. Waren wir also doch noch mal kurz drin in dieser kleinen Schatzkammer. Ich Ja, hab's ja, letztens ja, schon mal ja, gedacht, was ist denn Tornado eigentlich? Und jetzt, zack, Geheimnis ist gelüftet. Die wollte ich jetzt nicht unterschlagen, aber das ist, genau, ja, ja. Ja, manchmal kommt man über sowas ja auch drüber. Ne? Man unterhält sich und Hey, Dragan!
How are you doing? Good, we are talking something. Very good. We are having your turn here. Genau. Ja, wir sind wieder hier im Eingangsbereich und hier geht es dann hoch ins Hotel. Da geht es in den Hotelbereich hoch. Der junge Herr, der da gerade durchs Bild gehuscht ist, Dragan, ist ein kroatischer Seemann, der aus der irischen Fischerei zu uns gekommen ist und der da irgendwie nicht mehr weiterarbeiten wollte, weil die Arbeitsumstände echt unter aller Kanone waren. Und der ist jetzt, ja, ich sag mal, als guter Geist hier im Haus uns erhalten geblieben, hat einen neuen Job gesucht. Wir haben ihm geholfen, so seine Zertifikate zu erneuern, irgendwie, damit er auch eine vernünftige Anstellung findet. Und solange das gedauert hat, hat er uns hier unterstützt. Und da läuft gerade ein Handy, alles gut, ignorieren wir. Hat uns unterstützt hier im Haus, hat irgendwie im Garten mitgeholfen, hat irgendwie mit der Technik geholfen und hat das jetzt mittlerweile echt geschafft, nach knapp einem Jahr unregelmäßige, aber immerhin Anstellungsverhältnisse im Offshore-Business. Ne? Also irgendwie ja, Energiegewinnung, ne? mit Windkraftanlagen, gibt es Versorgungsschiffe, die die Dinger natürlich auch anlaufen. Ja. Und da ist er unterwegs gewesen jetzt zuletzt. Also, ist wieder quasi in seinem Beruf. Da kriegen wir jetzt so langsam nach und nach rein. Genau. Ja. So, dann wollen wir mal. Dann schauen wir uns doch mal an, wie so ein Zimmer aussieht. Wir lotsen die Gäste ja auch ab und zu mal hierher und sagen, Mensch, wenn ihr ein Zimmer braucht, dann fragt doch mal an. Seemannsmission, Top Location. Ja. Jetzt sehen wir uns das auch mal an, wie das aussieht, Mensch. So mobil das. In der ersten Etage haben wir unsere Büros, aber in der zweiten geht es dann los mit Gästezimmern. Guck noch mal gerade, welche 202. Ab Etage 2 wird der Ausblick ja auch erst interessant. Ja, genau. Ich danke dir. So, kommt rein. Aha. Dann gucken wir uns einmal erstmal ein Zimmer nach hinten an und dann den Blick nach vorne. Ich gucke mal gerade, die 206 müsste frei sein. Die ist hinten. Muss mich selber orientieren. Jo. Nee, das ist nach vorne raus. Genau, das gucken wir uns zuerst an. Sicher, sicher. Einmal klopfen, dass auch niemand drin ist. Jo, da können wir rein. Das ist ja cool. So. Alles, was du brauchst. Dusche, Toilette, ja, kleiner Schrank. Wir sind halt kein 5-Sterne-Hotel, aber ich glaube, wir haben einfach einen total soliden Standard hier. Aber ihr ganz habt ehrlich, eine Aussicht. Auf jeden Fall. Da kann selbst Hallo? Hotelhafen Hamburg hat also auf jeden Fall auf die Schiffe nicht so schön im Blick wie wir. Du, ganz ehrlich, wenn ich in Hamburg bin als Gast, dann möchte ich die Stadt sehen, dann will ich was erleben. Ja, ja, klar. Dann will ich hinterher nur schlafen können. Aber das Zimmer muss kein Luxus sein. Nein, also und das gesagt, ist doch super. Wir haben wirklich probiert, die einmal irgendwie vor ein paar Jahren, 2008 war die letzte große Renovierung, die einmal auf einen modernen Stand zu bringen. Ne, vorher gab es tatsächlich noch Flurbäder. Also sprich, man hat sich dann das Bad mit anderen Gästen geteilt. Jetzt haben wir natürlich die eigenen Badezimmer hier. Das ist doch top, also ehrlich. Und in der 5. Etage, da haben wir das tatsächlich so, dass wir noch sehr günstige Zimmer haben, auch mit Flurbad noch. Das bieten wir dann tatsächlich für gerade zum Beispiel junge angehende Seeleute auf Kreuzfahrtschiffen an. Die müssen ja immer so einen sogenannten Basic Safety Course machen. Also sprich, die müssen so einmal eine Woche Sicherheitslehrgang machen, damit sie dann an Bord überhaupt arbeiten dürfen. Ja. Und bevor sie ihren Vertrag haben, müssen sie das oft irgendwie auch selber finanzieren, so die Unterkunft, den Kurs. Und die haben gesagt, so, wir bieten denen gerade dann diese Zimmer, die wir ganz oben noch haben, die sind auch absolut in Ordnung, aber hast halt kein eigenes Bad. Und dafür ist es günstiger, ne? Dafür ist es deutlich günstiger. So, ne? Es gibt da Spezialpreise für die Basic Safety Leute, und die nehmen das total gerne in Anspruch. Und dann fahren sie hier morgens mit der Fähre dann rüber irgendwie zum maritimen Kompetenzzentrum, wo sie dann ausgebildet werden. Ja, cool. Also, ganz ehrlich, top. Also, ne? Findest du auch, ne? Man darf übrigens Hunde mitbringen. Das ist ja in nicht jedem Hotel gegeben. Ne, also wir nehmen dann eine kleine Reinigungspauschale, 5 € mehr irgendwie, ne, damit natürlich muss man da ein bisschen länger durchgehen dann hinterher. Aber wir bieten das durchaus an, dass die Leute auch mit ihren Tieren irgendwie gerne vorbeikommen dürfen. Ja. Aber haben Seeleute Tiere? Eigentlich sehr selten, oder? Ja, ich sag mal so die Bordkatze irgendwie, das kennt man ja noch so ein bisschen aus der Seefahrtsromantik oder sowas. Ne? Oder ich habe auch gehört, dass an Bord der Peking, da war ich am Wochenende noch,
dass es da auch die Bordschweine gab. Ja, wenn mal schwere See war, dann Genau. naja. Nicht zu verwechseln mit dem Kielschwein. Es gab auch einen Bordhund, glaube ich. Ne? Genau, aber nee, also Gehörte heute sind das sind Industrieanlagen, da ist kein Platz für Tiere, leider. Nee, aber es gibt tatsächlich in vielen Stationen der Seemannsmission, und wir sind ja auch nicht nur die Seemannsmission, es gibt die katholische Stella Maris oder die Mission to Seafarers von den Anglikanern. Also es gibt viele, die so Arbeit wie wir betreiben. Und ganz viele von den Kolleginnen und Kollegen, die haben eben auch tatsächlich irgendwie Hunde oder Tiere. Der Ducktalben hat Katzen, die vor Ort sind, und manchmal haben einfach Seeleute keinen Bock auf Menschen. Ich kann das verstehen, ich habe manchmal auch keinen Bock auf Menschen. Ja. Und dann ist es natürlich total cool, wenn du so einen Hund hast oder so, der will irgendwie nichts außer gestreichelt werden und ein bisschen Futter. Ne, und das ist echt manchmal so ein kleiner Eisbrecher. Ja, kann ich nachvollziehen. Ja. Es ging mal so weit, dass sie wohl irgendwann mal irgendwie die alte Katze aus dem Ducktalben geklaut haben. Und dann hat das irgendwie ein Offizier an Bord festgestellt, irgendwie nach ein paar Kilometern auf der Elbe, dass da irgendwie die Katze an Bord ist. Und dann sind die echt umgedreht und haben die Katze zurückgebracht. Haben sie die Katze mitgehen lassen? Ja, haben sie die Katze mitgehen lassen, genau. Cool. Ja, aber das ist wirklich klasse. Echter Geheimtipp, finde ich. Definitiv. Also, Jetzt nicht mehr. ja, was muss man denn bei der Reservierung tun, damit man so ein Zimmer kriegen kann? Wie hoch ist das Schmiergeld? Ich wollte gerade sagen, viele Sturm, PayPal-Konto blenden wir später ein. Ja, super. Nee, man muss es einfach probieren. Seeleute haben einfach Vorrang, ne? Und gerade zu Zeiten wie Hafengeburtstag oder so, das ist natürlich dann irgendwie so auf 2 Jahre ausgebucht, sag ich mal. Das heißt, ein bisschen Ist Glück, noch Licht an? ein bisschen Glück muss man haben. Aber zu normalen Zeiten ist das eigentlich kein Problem, hier auch nochmal irgendwie mittelfristig ein Zimmer zu kriegen. Wir halten auch Zimmer für Seeleute reserviert frei, also für die Reedereien, ne, dass die auch die Möglichkeit haben, spontan zu reagieren. Und das kann eben auch sein, selbst wenn wir vorher ausgebucht sind, dass wir dann irgendwie innerhalb des gleichen Tages noch Zimmer freigeben, weil die von der Reederei nicht in Anspruch genommen worden sind. Das heißt, wenn man Glück hat, kann man auch tatsächlich ganz kurzfristig noch ein Zimmer kriegen hier. Man muss es einfach auf gut Glück probieren dann. Ja. Einfach mal anrufen oder E-Mail schreiben, ich brauche da noch mal, habt ihr zufällig? Genau, entweder über die Website oder anrufen, E-Mails, geht alles, ne, irgendwie. Und Das ist doch super. dann sind da Menschen wie Thomas, die kümmern sich darum, dass man irgendwie hier gut versorgt wird. Ja, top. Ich wäre mit euch, glaube ich, ganz gerne nochmal aufs Dach gegangen, aber mir fällt tatsächlich auch gerade siebenteils ein, dass wir unser Laufgitter, was da oben installiert ist, gerade abnehmen mussten, weil wir da Mobilfunkantennen haben. Aha. Und da musste rangegangen werden. Das heißt, wir können gar nicht da oben. Fühlt ihr euch irgendwie akrobatisch gerade? Ja, du, also immer. Ja? Ja, komm, dann gehen wir hoch. Okay. Also ich kenne Laufstall noch von früher. Laufgitter ist doch bestimmt ähnlich, ne? Probieren wir mal. Aber das ist jetzt nicht öffentlich, wo wir hingehen, oder? Das ist nicht öffentlich. Im Preis enthalten. Da möchte ich auch Gäste, die zukünftig zu uns kommen, bitten, nicht irgendwie eigenständig rauszugehen. Genau, jetzt machen wir noch einen kleinen Fitnesstest, irgendwie einmal die Treppen hoch. Du, Cardio ist wichtig. Wir haben auch einen Fahrstuhl, aber der wurde leider erst nachträglich angebaut und ist immer auf den Zwischenetagen. Das heißt, wir sind nicht barrierefrei. Also Rollstuhl oder so, da haben wir immer noch so eine Zwischentreppe. Okay. Das funktioniert leider nicht, das tut mir echt leid. Wie viele Zimmer bzw. Betten habt ihr? Wir sind bei 36 Zimmern mit 78 Betten aktuell, glaube ich. Und haben ein Team von ungefähr 20 Leuten, die hier mit dem Haus arbeiten. Also festangestellt. Aha, Etage 5. Genau, das hier ist die berüchtigte, gern genutzte, günstige Variante. Ja, hier riecht es auch direkt nach Dusche, ne? Genau. Ich muss den Hund leider hier lassen, weil die darf nicht mehr nach oben. Aber Okay, dann war ja schon da oben. ja, okay, danke schön. Bami, Bami, komm, lass. Das ist ja auch so eine coole Treppe. Oh, das geht sogar. Fast schon wieder komplett montiert. Ja, also generell wissen wir uns ja immer vorsichtig zu bewegen, ne?
Das ist ja auch cool. Mensch, hat man noch mal einen schönen Blick, ne? Ja, das ist natürlich irgendwie unsere Bonusübersicht hier. Ja. Also wenn man so einen langen Tag hatte oder sowas, dann mal eben 5 Minuten noch mal ausschnauben. Ja, da kann man sich ein Durchatmen. alkoholfreies Feierabendbier mit hochnehmen Ja, und cool. noch einmal irgendwie über den Hafen schauen von ganz oben. Ja, guckt euch das an. Also das ist doch super. Da hinten sind die Hafenkräne da und Köbrem Brücke kann man sehen. Ja, und dann natürlich den Blick dann auf das Terminal, ne? Genau. Super. Und manchmal ist es tatsächlich so, ich sitze im Büro und gucke auf die Elbe raus und auf einmal wird alles dunkel. Und ich denke mir so, ist gar kein schlechtes Wetter angesagt. Und dann kommt wieder echt ein Containerriese oder ein Kreuzfahrtschiff vorbei und schiebt sich echt wie so eine Wand am Fenster vorbei und dreht dann hier im Hafenbecken. Das ist immer Spektakel irgendwie und dann gönne ich mir auch mal 10 Minuten Pause und setze mich ans Fenster und gucke mir das an. Ja. Also Weil das sind dann auch die kleinen Vorteile von so einem Job, ne? Auf jeden Ich Fall. glaube, das muss man dann Ja. auch mitnehmen. Als ich vor 10 Jahren angefangen habe, habe ich aus dem Fenster geguckt irgendwie und dachte so, wow, das soll jetzt mein Ausblick sein für die nächste Zeit. Das fühlte sich schon ein bisschen privilegiert an, muss ich sagen. Ja. Glaube ich. Ja, also ich liebe es auch. Aus Wasser gucken und ein bisschen den Hafen genießen. Ich glaube, dass irgendwann normalisiert sich das ein bisschen. Aber das Schöne ist, glaube ich, es nutzt sich nie ab. Ja, okay, es normalisiert sich, aber nutzt eher schön, dass das schön formuliert, ja. Ich wollte gerade sagen, gleich schon widersprechen. Nee, ist nicht so. Lass mich erst mal aussprechen. ja, Entschuldigung. Ich habe mir mal sagen lassen, zuhören muss ja auch ein Teil von meinem Job sein. Ne? Nee, aber genau, also es ist tatsächlich so, es nutzt sich nicht ab. Ja. Ne, irgendwann denkt man, man hat alles ja zigmal gesehen, so, ne, aber es tut der Seele einfach gut, auch nochmal einen Moment innezuhalten, Ja. den Blick schweifen zu lassen. So, ne? Und du hast ja einfach beides. So, ne? Du hast den Blick in die Stadt, irgendwie ins Grüne, aufs Wasser. Wir schätzen uns als Verein wahnsinnig glücklich, dass das hier unser eigener Grund und Boden ist, unser Haus ist. Ah, okay. So, wir zahlen hier keine Miete, ne, sondern das Macht es aber auch ein bisschen leichter, ne? Wenn ihr noch eine Mietbelastung hättet, wäre ja, natürlich noch ein anderes dann Thema. müssten wir tatsächlich echt überlegen, ob wir das so anbieten können, wie wir es tun. Ich glaube eher nicht. Ne? Aber wir sind hier vor Ort seit über 95 Jahren jetzt. Ne? Das Haus ist 95 Jahre alt. Und der Verein selber ist mittlerweile deutlich über 120 Jahre alt. Und wir haben ursprünglich als Schiffer- und Fischerstube Altona direkt am Fischmarkt angefangen. Einfach ein paar 100 Meter hier die Straße hoch. Da gibt es irgendwie das Restaurant Eierkarl, Ja. ne, mit dem weltberühmten Eierlikör. Aha, den hatte ich noch nicht, aber Ja. auch sehr. Guten Lapskaus. Ja, also man kann da sehr gut essen tatsächlich. Ja, genau. Und da sind so schöne Luken Ja. vor den Fenstern. Genau. Halt Hochwasserschutz. Ne? Richtig, haben wir ja auch unten, genau. Aber direkt da oben drüber, in der Etage oben drüber, haben wir damals angefangen mit dem Verein. Na, und damals waren die Schiffer- und Fischerstuben eine kirchliche Einrichtung, wo Seeleute auch Verträge aushandeln konnten, weil die konnten oft nicht lesen und schreiben. Und kannst du dir vorstellen, ne, wenn ein Arbeitgeber irgendwie merkt, sein irgendwie zukünftiger Arbeitnehmer hat keine Ahnung von irgendwie Lesen und Schreiben, dann ist der Arbeitsvertrag nicht immer zugunsten des Arbeitnehmers ausgestaltet, sag ich mal freundlich. Also wart ihr damals auch schon so organisiert, Genau. dass ihr den Seemann halt dann geholfen habt, auch halt in logischerweise den rechtlichen Geschichten, genau. was ein Arbeitsvertrag ja definitiv ist. Ne? Ja. Mensch Leute, jetzt guckt euch mal schön das Licht an, was hier in den Hafen fällt. Sensationell. Ich gucke schon immer so ein bisschen an Fiete vorbei, es soll nicht unfreundlich sein. Nee, alles gut, Ich bin hier, gerade ich- so ein bisschen geflasht davon. Ich kann auch mal zum Weg gehen. Ja, ich kann doch über dich rüber schauen, das geht noch so halbwegs. Sollen wir mal dran vorbei. Ja, danke. Aber was ich ganz spannend finde, das kann man aber gerade gar nicht sehen, wir haben alle so eine kleine Liebe zur Seefahrt. Ne? Was? Ich Guck mal, weiß du überhaupt hast da nicht. auch. Und wenn wir jetzt hier Paddy dazu Einen nehmen, auch noch dazu. guck mal, die 3 Unterarme hier. Ja, Alle also Seefahrtstattoo auf dem irgendwie so Unterarm. ein bisschen affin. Ne? Schon Ich meine- schön. Wie kam es bei dir eigentlich dazu, wenn ich mal so persönlich fragen darf? Ja, das darfst du Aber gerne Bielefelder fragen. haben offensichtlich eine Liebe zur Seefahrt, ne? Also Paddy ja auch. Ja gut, ich meine, wer Fiete Sturm heißt Ne? Der, und in der Seemannsmission arbeitet, der breite Schultern hat, einen Rauschebart, der erfüllt ja irgendwie schon mal so im Prinzip sämtliche Seefahrtsklischee, was es so gibt da draußen. Aber das ist halt ein Klischee mittlerweile so. Ne? Irgendwie die philippinischen Seeleute, die sehen halt nicht so aus, wie man sich das irgendwie aus dem Buch noch vorstellt.
Und ich habe probiert, um dieses Klischee, was ich ja irgendwie leider ein bisschen mitbringe, herumzukommen am Anfang. Ne, weil dann stürzte sich auf einmal die Hamburger Presse irgendwie, oh, Fiete Sturm hat in der Seemannsmission angefangen, lass mal einen Bericht drüber machen. Und ich habe mir irgendwann gedacht, so, Da kann man doch auch super mitspielen. ja, aber damals war mir das unangenehm. Und ich wollte auch, dass in der Berichterstattung natürlich unsere Ehrenamtlichen vorkommen und die Freiwilligen und. Ne, und das funktionierte aber nicht, weil die Presse springt natürlich irgendwie immer vor allen Dingen auf solche Klischee-Themen natürlich an. Und genau, und dann kam so der Punkt, wo ich gesagt habe, so, wenn ich nicht drum herum komme, dann umarme ich doch das Klischee irgendwie, dann suche ich mir eine vernünftige Tätowiererin. Ne, ich war bis dahin komplett tintenmäßig unbefleckt. Habe auch echt Schiss davor gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber direkt am Fischmarkt gab es damals irgendwie Liz, meine irgendwie sehr geschätzte Tätowiererin. Und die hat mich sehr, sehr behutsam an das Thema rangeführt, mich informiert irgendwie. Und dann habe ich mich da unter die Nadel gewagt. Und dann habe ich gesagt so, ja, aber so Klischee-Dinger, so ein Anker will ich auch nicht, sagt sie. Und guckt sie mich an und sagt, warum nicht? So, ne? Wenn du sagst, du willst mit dem Klischee spielen, dann mach das doch richtig. Ne? Und dann kam irgendwie erstmal so der Kompass unter Anker irgendwie als erstes. Irgendwie. Cool. Und dann irgendwann das Segelschiff unten. Ja, das ist so ein bisschen oldschool, ne? Also, Ja, genau. Ja. Das kann die auch echt gut. Top. Und ja, dann, schön. ja, irgendwie nach und nach wurde es dann mehr und irgendwie mittlerweile spiele ich halt, wie gesagt, damit. Ne, wenn hier Aber ich glaube, das ist auch ein Stück weit ein Türöffner, oder? Also Total. wenn du sagst, die Presse springt drauf an. Ich gehe davon aus, dass das letztendlich ja, für dich auch, es ist ja einmal Markenzeichen und es ist natürlich irgendwo auch so ein bisschen, ja, Türöffner halt. Ne? Ja, und es ist mir einfach so unwahrscheinlich wichtig, dass Menschen erfahren, ne, was wir für Arbeit für die Seeleute tun, aber eben auch in welcher Welt die Seeleute sich bewegen und arbeiten müssen. Ja, aber so kommt man aber auch schnell mal ins Gespräch. Genau, ne? und so kannst du irgendwie anknüpfen, wenn ich Besuchergruppen habe, dann fange ich auch anders an. Ne? Dann spreche ich ganz anders. Ach, das soll was über Spitzenstein. Dann stolper ich über den Spitzenstein und sage ich hier Kannst du morgen. Platznacken, oder? Nee, Platznacken kann ich nicht, aber verstehen. Verstauen kann ich das auch aus. Verstauen tue ich das. Ja, Ja. aber Snacken kann ich das nicht. Nee. Meine Oma kommt aus Lüneburg und die hat tatsächlich noch irgendwie auf Platt gelesen und gesprochen. Ne, das heißt, verstehen ist noch relativ gut möglich, ja. Meine Oma und mein Opa, die kamen aus den Marschlanden. Hinten Drage, Stove, Marschacht. Ja. Und die heft Platznackt den ganzen Tag. Ja. Und dann hieß das irgendwann, ein von den Töchtern, der hat das nicht verstanden. Der hat Hochdeutsch lernen. Und dann war das nur so, dass die irgendwann umschwenkt sind auf Hochdeutsch. So, und nun habe ich beides so ein Lütbeden, aber meistens halt tatsächlich Hochdeutsch, weil sie halt mit dem Rest der Familie auch Hochdeutsch gesprochen haben. Und deswegen, ich finde, diese Tradition ist eigentlich so schön. Ja. Und es gibt ganz viele verschiedene Plattdeutsche und Dialekte. So regional so unterschiedlich auch, ja. Wahnsinn. Und du kommst aber auch mit jemandem, der Plattdeutsch spricht, auch schnell ins Gespräch. Ja. Ne? Also das geht, Mensch, wo kommst du denn her? Und zack, schon hast du irgendwie. Genau. Ne? Also von daher, ich würde mir wünschen, ich hätte damals nicht den einfachen Weg gewählt und hätte gesagt, Mensch, sprech mal Hochdeutsch mit mir, ich verstehe dein Platt nicht. Als kleiner Städtchen. Ja. Aber da verstehst du das ja noch nicht. Ne? Aber ich bin am Überlegen, ob ich tatsächlich irgendwie einen Plattdeutschkurs Müssen wir mache. machen, das stimmt schon, ja. Um das Bild, Vielleicht machen wir das zusammen. ja, warum nicht? Das Hamburg Hafen Live Plattdeutsch-Projekt oder so. Um das Bild noch gerade jetzt zum Ende noch mal rund zu machen hier. Mein Vater, der kommt tatsächlich eben auch wie meine Oma aus Lüneburg. Ne? Auch wenn ich in Bielefeld geboren bin, habe ich in so einem norddeutschen Teil der Familie. Und der hat noch hier, was man von hier aus sehen kann, bei Blom und Voss auf der Werft Schiffsschlosser früher gelernt. So, ne? Und deswegen fand ich das so ein bisschen, ja, irgendwie schön und rund, irgendwie, dass sich dieser Kreis da wieder ein bisschen geschlossen hat. Ne? Da, wo mein Vater früher angefangen hat mit seiner Berufslaufbahn, bin ich jetzt irgendwie auch gelandet, ne? Ja. Ohne dass es eigentlich so geplant war. Ja, aber auch irgendwo in der Seefahrt. Ne? Ja, genau. Ja. Ne, der hat dann später umgeschult, ist nochmal Erzieher geworden, hat lange Zeit in der Jugendhilfe gearbeitet. So, aber das ist auch sein erstes Berufsleben gewesen, da hinten auf der Werft. Ja. Ja, Ja. Ich glaube, das war doch eine runde Nummer, ne? das war eine super runde Nummer. Also ich komme mal ein bisschen näher. Gerne. Dann kann ich dein Mikro ein bisschen mitnutzen. Also ich finde das nicht nur unterhaltsam, auch informativ und vor allem finde ich das auch gut, was die Seemannsmission macht. Ja? Also ich finde, es ist eine Arbeit, die man extrem gut nachvollziehen kann, die greifbar ist und ja, dadurch, dass wir am Anfang auch noch mal so ein bisschen aufgezeigt haben, wo denn eigentlich Seefahrt überall eine Relevanz hat, finde ich, wird das halt auch sehr nahbar, greifbar für jeden Einzelnen. Ne? Also insofern, Fiete,
Richtig, richtig gut. Wir finden es natürlich auch mega klasse. Ich stehe ja oft da unten auf der Ecke. Seemannsmission ist auch immer meine Toilette. Da kann ich auch immer mal schnell einen warmen Drink und auf die Toilette. Ja, also wenn ihr auch... Warte mal, ich drehe mal hier eben die Kamera um. Also, wenn ihr auch sagt, Seemannsmission findet ihr cool, dann ja, lasst doch, falls ihr möchtet, gerne einen kleinen Euro als Spende da. Ansonsten Wir sind sehr dankbar. bucht auch gerne hier Zimmer. Also Auch sehr dankbar. Wenn ihr sagt, hier die Lage kaum zu toppen und ihr sagt, Mensch, ich brauche einfach nur ein schönes, sauberes Zimmer, viel Luxus brauche ich nicht, aber mit einer guten Dusche. Also eure Bäder sind auch wirklich richtig modern, ne? Also das ist alles... Die haben wir das gerade sah nochmal tipptopp erneuert, alles genau. aus, ne? Ja. Und demnächst haben wir die nächste Renovierungsrunde, das heißt, dann haben wir nochmal neueren Standard sogar. Ja. Und ansonsten, wenn ihr einfach hier unterwegs seid, Lukenverkauf oder auch mal einfach ein Bierchen unten im Garten oder im Seemannsclub. Also ganz, ganz viele Optionen. Weil das Schöne ist ja auch, das ist hier hinten am Holzhafen nicht so überlaufen wie vorne an den Landungsbrücken. Oh ja. Ich sage das auch zu Tanja immer, das hier ist unser Lieblingsbereich. Wenn man dann weitergeht, da hinten Lust auf Italien, wo wir übrigens demnächst endlich mal unsere Pizza-Verkostung machen müssen. Also Lust auf Italien und da hinten dann da auch der Bereich, wo Café Schmidt ist und so, mag ich viel lieber. Also hier ab Fischmarkt, als wenn man in Richtung Landungsbrücken geht. Ist ne? halt auch ruhiger, ne? Also Ja, liegt mir dann auch mehr. Ja, absolut. Ne? Ja, ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr reingeschaut habt, dass ihr ein bisschen ja, euch die Zeit genommen habt, euch über die Seefahrt, den Tag der Seefahrer, aber auch über die Seemannsmission und die Arbeit der Seemannsmission zu informieren. Das ist also auch wirklich so ein Ding. Ich habe das ja kennengelernt, ich sag mal in seiner einfachsten Form, als ich zum Beispiel in New York den Pastor getroffen habe, der dann halt einfach so ganz selbstlos gesagt hat, komm, steig in meinen Bulli, ich nehme dich mit. Ja. Das ist so eine Kleinigkeit. Für mich wäre das ein Riesenakt gewesen, da aus dem Hafen in Newark wegzukommen. Komm hier, spring mal in meinen Bulli. Und irgendwie verfolge ich seitdem auch immer so ein bisschen das ganze Treiben der Seemannsmission. Jetzt durch den Kontakt zu euch, also wirklich richtig, richtig klasse. Ne? Und ich hoffe, ihr fandet das auch gut. Ja, und mal schauen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht irgendwann noch mal was machen. Ja? Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Ich könnte mir da schon was vorstellen. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr da gewesen seid, aber auch ihr da in euren Geräten die Seeleute gebracht haben. Denkt darüber nach. Die Seeleute mit... Die Seeleute, die also ihre da Geräte die Seeleute mit, ja, genau. mit EH. Die in die Geräte starren, die Seeleute mit Doppel-E gebracht haben. Genau. Ja. Ja, aber auch vielen Dank, dass wir hier sein durften. Immer wieder gerne. Also ne, ich betone das gerne nochmal, es ist ein offenes Haus, kommt rein, fühlt euch wohl. Haben wir. Schön. Und werden wir wieder. Also ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Stream. Macht's gut. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Tschüss. Jetzt musst du einmal halten. Ich halte. Ich muss nämlich Hab. erstmal den Ausknopf finden. Der braucht immer etwas.